sind aber pünktlich. Ja. Die ersten sind aus irgendeinem Grund ja schon gestern Abend raus. Echt? Kleiner Schub, ja. Die Stück sind gestern Abend schon raus. Ja, moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen hier bei Hamburg Hafen Live. Heute mal wieder aus Warnemünde zum Auslaufen der Marineschiffe für die BALTOPS-Übung, die NATO-Übung, die hier auf der Ostsee stattfindet. Ja, die Schiffe sollen hier jetzt gleich ablegen. Also es geht hier auch jeden Moment los. Das erste kommt da hinten auch gleich schon um die Ecke. Beziehungsweise, wo ist es denn? Gerade noch gesehen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen orientieren. Aber schön, dass ihr schon da seid. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ja, ich stehe hier am Ende vom Passagierkai. Ist auch gut was los. Schon einige da. Die Kollegen vom NDR sind auch da. Ja. Und ich freue mich, was da kommt. Ihr müsst mir natürlich heute ein bisschen behilflich sein, denn ja, was das Thema Marineschiffe angeht, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unbedarft. Also da kann ich euch nicht wirklich wahnsinnig viel zu erzählen, aber es geht ja in erster Linie darum, ein paar schöne Bilder zu haben. So, und da ist er doch, der erste Dampfer. Polizei natürlich auch da. So, jetzt muss ich mal mein AIS anmachen und hoffe, dass die auch alle hier AIS angeschmissen haben. Die meisten nicht, ne? Nur die großen. Ja, nee. Vom Reinkommen, die kann man alle nicht checken. Nee, also man sieht leider auf dem AIS nichts. Deshalb müssen wir warten, ja, bis sie näher kommen und man was erkennen kann. So. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch, welches Schiff das ist, was wir jetzt hier im Bild haben. Mensch, die haben es aber eilig rauszukommen. Sollte eigentlich um 8:30 Uhr losgehen und dann habe ich aber eben gehört, die ersten legen wohl schon um 8 Uhr ab, hinten beim Marinearsenal. Und wie wir sehen, ja, haben sie das wohl auch getan. Ja, das Gute ist, die Möwen sind noch nicht da. Wobei, ich habe schon gerade irgendwas gehört im Hintergrund. So, von links kommt noch die Aurelie rein. Aurelie. Eben flog hier auch schon ein Hubschrauber lang. Ich bin mal gespannt, ob hier Hubschrauber gleich auch noch mal mit an dieser, ja, ich weiß gar nicht, eine Parade in dem Sinne ist es ja nicht. Die nennen das koordiniertes Auslaufen. Also eine Parade wird natürlich ein bisschen anders aussehen. Da würden die dichter hintereinander rausfahren. Also jetzt geht das wahrscheinlich hier einfach Stück für Stück. Falls du Infos brauchst. Der erste ist die hier. Ach, der erste polnische U-Boot-Jagdkorvette, die ORP Kaczub. 82 Meter lang, 10 Meter breit. 80 Mann Besatzung. Mensch, Oskar, du bist ja hervorragend vorbereitet. Wahrscheinlich alle Tage hier.
Stehen die etwa jetzt alle zur anderen Seite an Deck? Jungs, ihr guckt zur falschen Seite. Hier ist Schwester Hansen. Boah, was sind denn das für Geschütze da an Deck? Ja, Elfi, die stehen falsch rum. Da hast du absolut recht. Die gucken richtig rum, die Jungs. Aber wenn sie nicht zu dicht hintereinander fahren, hat das natürlich auch den Vorteil, dass man sich die Schiffe mal in Ruhe angucken kann und dass hier nicht so Schlag auf Schlag geht. Das ist zum Filmen ja tatsächlich ein bisschen angenehmer. So, eine Fähre kommt auch noch rein von links. Ja, Ben, wenn das ein polnisches Schiff ist, gehe ich mal davon aus, dass es auch polnische Besatzung ist. Und Fotos werden da auch gemacht. Ja, Thomas, moin. Schreibt ist das Frühjahr. Ich glaube, für die Besatzung auf den Schiffen ist das eine ganz normale Zeit, wenn nicht sogar schon spät. Ja, das nächste Schiff ist aber noch gar nicht zu sehen. Florian, die NATO-Übung findet auf der Ostsee statt. Wo genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. So, und von links, oh, was macht der Fokus? Den müssen wir noch ein bisschen erziehen. Kommt eine Fähre, die Kopenhagen, mit dem charakteristischen Flettner-Rotor. Du meintest, was das da vorne für zwei Trommel drauf sind? Ja. Das müssten Wasserbombenwerfer sein. Wasserbombenwerfer, ah, okay. Ja, bei mir ist der Oskar, den haben wir letztens in Warnemünde kennengelernt. Das ist hier ein lokaler Filmer. Und wo hast du die ganzen Infos her? Das meiste findet man im Internet.
peinlich. Ja, wer das noch nie gesehen hat, dieses Rohr oben drauf, das nennt sich Flettner-Rotor bei den Fähren. Die rotieren und dann gibt es den sogenannten Magnus-Effekt. Und durch den vorbeiströmenden Wind an diesem Rotor wird Energie erzeugt. Und dadurch, sagt man, sparen die so um die 5%, vielleicht ein bisschen mehr an Energie. Hübsch, sieht anders aus, aber immerhin sehr charakteristisch. ...169 Meter lang ist sie, 25 Meter breit. Fährt unter dänischer Flagge. Da ist aber noch keins zu sehen weiter, ne? Noch nichts. Das war nur die Vorhut. Die Schlepper sind doch erstmal zurück zum Liegeplatz. Hallo, Entschuldigung. Moin. Was für welches Schiff war das eben? Haben Sie das gesehen? Oh, hier, der Kollege weiß das. Wie hieß das nochmal? Der hier? Der polnische. Kajub. Siehst du, Kajub. dass es ein Pole war? Bundeswehr sagt, das ist ein Minenleger. Land wird nur mit. Der kann auch Minen legen. Ja, aber alles klar. Vielen Dank. Es ist richtig schön ruhig hier heute. Die Temperaturen sind hervorragend. Rocky meint, Wasserbombenwerfer sind eigentlich hinten drauf. Ja, da hinten drauf, das war ein Hauptgeschütz. Ein Universalgeschütz ist es ja. Okay. Ja, ich kenne mich da echt nicht mit aus. Also ihr müsst da ein bisschen im Chat mit aushelfen, wenn ihr euch auskennt. Gerne her mit den Infos. Die großen Schiffe sollen zum Schluss kommen. Ich glaube, größte ist so die Mount Whitney, ne? Ja, 190. Aber die werden, denke ich mal, alle einen ziemlich großen Abstand halten, weil gerade die Mount Whitney, die hat glaube ich 4 Schlepper, als sie reingegangen ist. 4 Schlepper, ja. Und stationiert sind hier 5. Ja, Conny meinte, es war ein bisschen Chaos, weil natürlich keiner früh genug gesagt hat, dass so viele Schlepper gebraucht werden. Ja. Und er meinte, ja, es ist schon wieder, keiner wusste davon, dass Schlepper gebraucht werden. Von denen, die Marineschiffe liegen, dürfte das mit die größte gewesen sein, die deutsche Flotte. So, hier sieht man auch ganz gut, dass der Rotor rotiert. Stefan, ja genau, dieser Turm ist ein Rotorsegel oder auch Flettner-Rotor genannt. Also ein Segel, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Segel in dem Sinne nennen kann. Du musst mal Flettner-Rotor oder Magnus-Effekt googeln. Da wird also durch die Rotation wird durch den Windstrom, der dann an dem Rotor vorbeigeht, Energie erzeugt. Da gibt es ganz nette Animationen im Internet, wenn euch das interessiert. Die netten Hamburger sind auch da. Die netten Hamburger, moin. Ja. Drohne in der Luft oder nicht? Nee, Drohne ist hier... Die wollen ja auch Drohnenabwehr üben.
Die wollen Drohnen. Nee, aber es ist sowieso, dadurch, dass da hinten der Marinestützpunkt ist, ist hier, und die Grenze geht ungefähr bis zur Hafenausfahrt. Ja, ist Und klar, das sehen sie nicht so gerne. ja, die schreiben, also man kann eine Genehmigung bekommen, allerdings braucht man 8 Wochen Vorlauf. Das ist nicht meine Zeitrechnung. Die Drohne liefert ja spektakuläre Bilder. Ja. Das ist sensationell. Ja, danke, danke. Ja, das Nee, aber hier habe ich das gar nicht erst. Habe ich gleich zu Hause gelassen. geht auch so. Die müssen ja nicht Drohnenabwehr unbedingt an meiner Drohne üben. An der Neuinvestition. Ah, okay. Nächstes unterwegs. Deutsche Korvette Braunschweig. Die Braunschweig ist unterwegs. Mensch, Oskar. Die kommt auch vom Marinearsenal? Nee, nicht vom Arsenal, vom Stützpunkt. Vom Stützpunkt. Das Arsenal ist ja andere Seite, ne? Nur die Bayern. Ja, genau. Also Marinestützpunkt ist quasi von hier aus gesehen im Bild links. Das Marinearsenal ist dann auf der rechten Seite. Die ehemalige Warnow-Werft. Wir waren gestern schon hier, wir haben nicht ein Schiff gesehen, nicht ein Kriegsschiff. Gestern Abend kamen 7 Stück raus. Ja, aber wir haben Zu früh nach Hause gefahren, würde ich sagen. alles U-Boote, oder? Kurz vor dem Kreuzfahrer sind sie gestern raus, also gegen 10. Stefan, wie lange die Genehmigung, also wenn man eine Genehmigung beantragt und die bekommt, dann musst du halt auch einen Zeitraum spezifizieren. Musst du halt sagen, an dem und dem Tag, in dem und dem Zeitraum fliegt man und für dann gilt dann halt auch die Genehmigung. Ja, das war gestern noch nicht geplant. Gestern die haben kein Schiff gesehen und dann kam noch mal die Nachrichten. Also Rocky hat noch mal eine Ergänzung. Die runden Dinger vorne auf dem polnischen Schiff sind 2 RBU 6000 U-Boot-Raketenwerfer. Herzlichen Dank, mein Lieber. Maximal Schussweite 5500 Meter. Wurden von den Russen jetzt im Ukraine-Krieg aus Notlagen auf LKWs gebaut. Bilder habe ich gesehen. Also ein Zuschauer sagt hier noch Reichweite 5500 Meter. Absolut. Ich weiß nicht, ob die da gehen. Die haben einfach Nein, es hat kein Zuschauer eben das S-Wort gesagt. Kammer hat auch 2 im Vorgarten stehen, ja. Ja, es ist richtig lauschig hier. Also es ist gut was los, aber nicht so, dass man keinen Platz hat. Braunschweig ist hier zum Stehen gekommen. Will die doch nicht, die Braunschweig? Also hier steht 0,4 Knoten, die treibt mitten im Wasser. Ich weiß nicht, was sie da machen. Vielleicht drehen sie gerade. Wirklich einigen die Sicht versauen, Merkur 2. Legt sich gleich vorne. Oh, ja, Merkur 2 hier, so ein Ausflugsdampfer. Hatten wir den nicht schon bei der Portparty? Ach nee, das war ein anderer. Ja, das war ein anderer. Den kann man mieten, die machen so Seebestattung und sowas in die Richtung. Die Merkur macht Seebestattung.
Aber jetzt nicht hier vor unserer Nase, oder? Die fahren ja wohl ein Stück raus für eine Seebestattung. Aber die liegen immer hier vorne und da haben Stimmt, da ist immer so ein Werbeschild. Ne? Also das Schiff könnt ihr für Seebestattung mieten. Auch krass, dass dann hier so an der Pier Werbung für Seebestattung gemacht wird. Das ist ein älteres Schiff. 1960 oder so. Aber der legt ja ein Stück weiter da hinten an. Ne? Der wird gleich nicht hier direkt vor unserer Nase sein. Nicht so. Die drücken sich nur die Schlepper ran, wenn die auf dem Frachter haben. Ja, gestorben wird immer. Wie hieß die Serie nochmal? 6 Feet Under. Habe ich geliebt, haben wir durchgesuchtet. Eine Serie über ein Bestattungsunternehmen. Braunschweig hat gewendet und fährt wieder in den Schiffspunkt zurück. Fährt wieder zurück, die Braunschweig. Wird abgelegt, hat sich zweimal im Kreis gedreht und fährt wieder zurück. Oha. Schlepper sind auch wieder fest. Vielleicht was kaputt. Also noch fährt sie in Richtung Ausrüstungskai. Also die Braunschweig hat es sich wohl noch mal anders überlegt. Die haben nur mal eine kleine Rundfahrt durch den Stützpunkt gemacht. Obwohl die wohl immer noch eine der modernsten Korvetten der Welt ist. Obwohl sie fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Echt? Cool. Oh ja. Oskar, darf ich dir nicht einfach ein zweites Mikrofon geben? Magst du? Der Oskar, der ist so vorbereitet. Ich gebe dir mal ein Mikro. Wo zeigst du denn deine Videos? Hast du auch einen YouTube-Kanal? YouTube-Kanal, ja. Wie heißt der? Cruisefire 08 heißt der. Cruisefire 08. Warte mal, ich steck dir das mal hier oben an. Danke. Vielleicht kann mal einer der Mods den raussuchen. Dann machen wir ein bisschen Werbung für den Oscar. Cruisefire 08. Könnt ihr da mal vielleicht ein paar Abos dalassen als kleines Dankeschön. Aber ich habe ja auch schon gesagt, wenn ich irgendwann mal tot bin, eine Seebestattung würde mir, glaube ich, auch ganz gut stehen. Ja. Ja, nicht, dass ich irgendwo als Sondermüll dann entsorgt werden muss. Also Seebestattung finde ich super. Ja. Moin. Moin. Ihre Bilder, kann man sich die irgendwie im Internet oder sind sie jetzt so? Das ist live auf YouTube und auf Twitch. Hamburg Hafen Live nennt sich der Kanal. Hamburg Hafen Live. Okay, Dankeschön. Gerne. Lotse kommt auch wieder rein. Stimmt, da ist der Lotse. Die Schnattermann. Aber das haben sie getauscht. Vorher war immer Glashahn. Aber der liegt jetzt ein bisschen weiter Warnow abwärts. Ist so eine Tankanlage praktisch für die Lotsenboote. Ah, okay. Wo wir auch Ausrüstung austauschen können und so. Ja, Lotsen werden wahrscheinlich heute auch alle im Einsatz sein auf den Schiffen. Aber im Normalfall ist nur ein Lotsenboot im Einsatz. Also wenn sie das andere nicht noch ranholen, dann Ja wird es gut, auch aber ein die können ja bisschen die Schiffe abklappern dann. Ja. Ne? Die können ja an eins nach dem anderen ranfahren und dann die Lotsen wieder aufnehmen. Ja. Das ist ja nicht wie die Schlepper. Die müssen ja quasi nur Personal verteilen. Ja. The Real Mayo, wie Ketchup, herzlichen Dank für deinen Prime-Sub, 3 Monate. Und Le Spatula ist auch seit 6 Monaten dabei. Mike grüßt mit 2,49 und der Beri, 6 Monate Prime-Sub. Herzlichen Dank dafür, Beri. Außerdem Sönke lässt nochmal 5 € da. Und er schreibt, hab heute frei, werd wach und gleich einen Livestream von Hamburg Hafen Live, wie geil. Ja, ich finde es auch ein bisschen geil. Also die Uhrzeit mag ich ja sehr gerne, auch wenn das natürlich für viele Zuschauer, die jetzt arbeiten, nicht unbedingt die beste Uhrzeit ist. Aber ich finde es irgendwie cool. Und DJ verschenkt eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Also die Braunschweig ist jetzt mit 1,7 Knoten Richtung Ausrüstungskai unterwegs.
Also wieder weg von uns. Okay. Ja. Aber da hinten müsste gleich die Albert Wegener kommen, so ein Feuerwehrschiff. Ich weiß nicht, ob die was mit ihren Löschmonitoren macht oder ob sie aber nur Wäre zur natürlich Sicherheit. cool, ne? Ja. Das wäre natürlich cool, aber wie gesagt, also es sieht ja danach aus, als wenn die dann doch ein bisschen Abstand alle Ja, haben, die wahrscheinlich. Schiffe. Ist ja jetzt nicht irgendwie Hafengeburtstag. Mhm. Bin mal gespannt, ob noch mal ein Heli kommt. Kurz bevor du kamst, hat hier schon mal... Ja, den habe ich noch gesehen, als ich zur S-Bahn kam. Ja. Ist ja gerade lang geflogen. In den Nachrichten stand 25 Flugzeuge und Hubschrauber sind hier unterwegs. Ja, ich hoffe mal, dass die hier vielleicht noch eine kleine Runde drehen. Ja. Kammer fragt, was wir für Monitoring nutzen. Also ich benutze eigentlich immer den Vessel Finder. Marine Traffic habe ich eine Zeit lang benutzt, mag ich aber die Darstellung nicht mehr so gerne. Die haben das mal geändert. Die Karten, die finde ich nicht mehr so hübsch. Aber da gibt es jede Menge. Also Vessel Finder, Vessel Tracker, My Ship Tracking gibt es. Das ist Geschmackssache. Das Gute ist, dass die alle in der Basisversion kostenlos sind. Ne? Das Zeichen kennt ihr, ne? Ja. Ich habe euren Kanal entdeckt bei der Hanse-Sale. Ach cool. Saß ich beim Frühstück in Rostock. Ja, mal gucken. Vielleicht Und sind auf wir, einmal poppt das auch nicht so klar. vielleicht sind wir ja Hanse Sale wieder da. Bin ich immer dabei. Macht mir wirklich Spaß. Dankeschön, danke. Ja, und hier auch ganz charakteristisch die Fähren, die hier immer die ganze Zeit vom Passagierkai rüber zur Hohen Düne fahren. Ja, da hinten sieht man die Albert Wegener. Rechts neben der Fähre. Das ist das Kleine, ne? Ja. Kleine- Ehemaliger Seen- und Rettungskreuzer. Ah, okay. Das ist aber nicht der bei der Portparty da war, ne? Nee, Das war ein anderes. Das war noch ein bisschen größer, glaube ich, das Löschboot. Ne? mit der Lasershow meinst du? Ja, Ja, das ist das FLB stimmt. Das hatte 40-3, so glaube eine, ich. hatte so eine Nummernabkürzung oder Nummernkennung. Ja. Ja, das ist ja nicht mal im Einsatz, das ist ja ein Museumsschiff. Das hier ist ja noch im Einsatz. Obwohl der auch schon, also der Seen- und Rettungskreuzer, auf dem das Schiff basiert, ist auch, glaube ich, 1986 Baujahr. Also auch nicht mehr das Neueste. Tom grüßt von drüben, hier steht Hohe Düne. Moin Tom. Ach guck mal, die Monitore gehen an. Ah, er macht sich doch was mit den Löschmonitoren. So mögen wir das. Die Frage ist, ob der jetzt jedes Schiff einzeln rausbegleitet mit seinen Fontänen. Vielleicht füllen die auch einfach noch mal ein bisschen die Ostsee auf. Das ist gar nicht so beeindruckend. Wo seid ihr hergeladen? Was für ein Baujahr war das? Ich glaube, das müsste 1986 gewesen sein. 86. Also das Ursprungsmodell der Seen- und Rettungskreuzer. Zum Feuerwehrschiff umgebaut, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube 2015, 16 oder so. 1989 Baujahr. Ah, okay.
Wahrscheinlich ist das immer zur Belustigung angehoben worden, damit es ein bisschen Haken war. Auch eine schöne schrecklich an. Michael, ich danke dir für 9 Monate. Gebaut in Rostock, die Alfred Wegener. Oh, das Lotsenboot ist gerade im Marinestützpunkt reingefahren. Ja, dann bringen die Lotsen oder den Lotsen, den sie abgeholt haben, wahrscheinlich gleich zum nächsten Schiff. Kann sein, ja. Und da vorne ist das, so gesehen vom Baujahr her, das Schwesternschiff. Das, die Bremen da vorne, der Seenotrettungskreuzer. Okay. Das Die ist von Albert der- Wegener war baugleich, bis sie dann umgebaut wurde zum Feuerwehrschiff. Alex 87. Dankeschön, 17 Monate. Er schreibt Danke für fast 1,5 Jahre, tolle Streams. Weiter so, herzlichen Dank. Krawutzi, auf Twitch dabei, im 11. Monat mit einem Sub. Dankeschön. Also die Braunschweig ist jetzt am Ausrüstungskai fest im Marinearsenal. Ist wieder fest. Ja. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Alfred Wegener nochmal zurückkommt. Weiß nicht. Oder Ich habe nur so einen Lückenfüller, haben gemerkt, so große Lücke machen wir mal was. Ja, das kann sein. Oder die mussten heute sowieso ihre Monitore mal fahren. Kann auch sein. Vielleicht legen sie sich auch draußen auf die Ostsee irgendwie zur Sicherheit hin. Ich weiß es nicht. Da draußen liegt ja auch schon, ich glaube die Bamberg ist das große Polizeischiff da hinten. Wird auch immer voller hier. Ja. Nach und nach füllt es sich hier.
Ja, gucken wir uns doch die Warnow ein bisschen an, hier Wasserschutzpolizei. Dieselmarkt. Wir stehen am Passagierkai, beziehungsweise Verlängerung vom Passagierkai. Ja. In Warnemünde. Da hinten liegt jetzt die Prignitz, Bundespolizeistiftung Kleines, der Warnow. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas absperren, dann könnte bedeuten, dass da gleich noch was kommt. Was man dann anscheinend nicht tracken kann, weil über den Wesselfinder findet man gerade nichts, was sich bewegt. Ja, ist ein bisschen schade, aber häufig so. Ja. Die Fairplay 17 ist unterwegs, aber die kommt jetzt aus dem Fischereihafen. Die haben heute Morgen mit der Wolf 5 aus Kiel, 4 aus Kiel, so einen Minensucher von den Deutschen reingeschleppt heute Morgen. Der wurde, ich glaube vor einem Monat haben sie ihn aus dem Marinestützpunkt rausgezogen nach Kiel. Und jetzt ist er wieder zurück. Ich weiß nicht, ob die Reparaturen gemacht haben oder so. Ich denke mal. Ja, die Warnow driftet hier ein bisschen. Das ist ja eine entspannte Geschichte hier heute. Ja, also wenn die alle mit im Abstand rausfahren, dann stehen Dann wir noch stehen wir 16 heute Uhr. Nachmittag noch hier. Chili, ja genau, das ist Rostock-Warnemünde. Also, Ja, Albert Wegener hat jetzt Löschmonitore aus und fährt weg. ja, bin mal gespannt, ob die nochmal zurückkommen. Ja. Hey Mike, liebe Grüße zurück, 2,49, danke dir. Und der Martin ist da, unser Lehrer. Oh, Martin, Hexenschuss, Mann, gute Besserung. Gute Besserung, aber kannst du wenigstens gucken, ne? Ich danke dir für 15 Monate, Martin. Oh, Hexenschuss muss auch fies sein, hatte ich zum Glück noch nie. Stefan, nee, ich wüsste nicht, dass es ein anderes gibt, aber wenn sich jemand nicht auskennt, dann kann man ja nicht erwarten, dass jeder weiß, wo Warnemünde ist. Die Prignitz dreht wieder, so wie es aussieht. Peter, nein, die USS Gerald R. Ford ist nicht dabei. Das ist ja der Flugzeugträger. Die würden Wobei nicht es gab ja reingehen. mal Gerüchte, dass ein Flugzeugträger Ja, dabei ist. Tagesschau, NDR, Ostsee-Zeitung, hier Regionalzeitung, die haben alle berichtet, kommt was, aber Ja, wahrscheinlich hat kommt das einer mal in den Raum geschmissen und Ja. alle anderen haben das aufgegriffen. Ne? na, bei den Baltops-Übungen waren schon Flugzeugträger dabei. Ich glaube, bei der letztes Jahr, die war ja von Klaipeda aus. Und deswegen haben sie wahrscheinlich geschlussfolgert, dass jetzt auch einer dabei sein wird. Ja, das zieht natürlich, ne? Ja, Wenn du jetzt irgendwo reinschaust, was meinst du, wenn ich jetzt den Streamtitel Flugzeugträger reingeschrieben hätte? Wir hatten ja letztes Jahr den Flugzeugträger in Hamburg. ja, war ein britischer. Ja, das, was am ehesten an die Funktion von Flugzeugträgern ankommt, ist die Mount Whitney. Die hat ja so ein großes Helikopterdeck, Ah, wo okay. viele starten und landen können, Okay. aber eben keine Flugzeuge. Danke für die verschenkte Mitgliedschaft, Brigitte. North Casio schickt auch nochmal 2 Euro. Herzlichen Dank. Wasserburg ist da. Danke euch für die 2 Euro. Liebe Grüße, Anja und Danny.
Aber heute kommen sie schnell. Ja, Die driftet immer weiter ab. die Warnow driftet hier einfach munter drauf los. Die Mount Whitney, ist das ein Zerstörer oder? Nee, das ist also genannt als amphibisches Koordinationsschiff. Okay. Von dem Schiff wird das geleitet. Das ist das Flaggschiff von der 6. US Navy Flotte. Okay. Also wird koordiniert, aber das ist auch gleichzeitig Transportschiff für Panzer und kleinere Wasserfahrzeuge. Der Zerstörer ist die USS Paul Ignatius. Die liegt da vorne. Die ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen wegen diesen grauen Tarnfarben. Kommt aber auch noch. Sollte Ja, alles, rauskommen. was so rechts liegt, da kommen wir gerade ein bisschen schwer hin. Ja, da liegt jetzt die Merkur 2 vor. Der Zerstörer kam am Montag rein, stand ich auch hier, aber total im Regen. Wie aus dem Nichts, auf einmal fängt es an zu gewittern. Ich stehe in meiner Kamera. Ja, ist immer mit dem Equipment doof, ne? Ja. Vor allem auch mit dem Windpuschel. Mhm. Ich habe einen Windpuschel für ein Mikrofon, der wurde sogar mit einer Bürste ausgeliefert. Kannst du, wenn es trocken ist, frisieren. Aber es ist ein relativ neuer US-Zerstörer. Ich glaube, der müsste 2017 Baujahr sein. Kann ich mal auf meine schlaue Liste gucken. Wo ist es denn? Ja, wer jetzt später dazugekommen ist und wer sich fragt, wer hier bei mir ist, das ist der Oskar. Moin. Und auch ein Schiffsverrückter, den haben wir hier bei der Portparty kennengelernt. Ja, der Und Zerstörer er weiß ist einfach 2017. Bescheid. Vielleicht, vielleicht können wir noch mal den YouTube-Kanal von Oskar dann zwischendurch immer mal posten. Danke, Da danke. machen wir gerne ein klein bisschen Werbung für dich, Dankeschön. für die tolle Unterstützung. Was wolltest du? Wolltest noch was zum Zerstörer sagen? 2017 ist der Baujahr. 2017, ja. 155 Meter lang. Also. Aber ist in Spanien stationiert, nicht in den USA. Ah, okay. Ist auch Mitglied von der 6. US-Flotte. Mal schauen, wo der Lotse zu welchem Schiff hingefahren ist. Die Fairplay 17, die aus dem Fischereihafen kam, macht jetzt auch gerade wieder fest, also ist in Richtung Festmachen. Ja, der Lotse fährt noch im Marineschützpunkt rum, aber dadurch, dass man die meisten Schiffe so nicht tracken kann, sieht man auch nicht, wo er rangeht. Hier ist die Frage, wie alt du bist. Ich bin 16. 16. Oskar mit C oder K? Mit K. Mit K. Micha, dankeschön. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Wahrscheinlich geht es dann gleich doch Schlag auf Schlag. Ja, wenn sie so viel Zeit lassen, wahrscheinlich ist gerade irgendwo vielleicht ein Fehler in der Planung oder so. Oder ein technischer Defekt von dem Schiff, man weiß Fehler es in nicht. der Planung hört sich gut an. Die Albert Wegener liegt jetzt, da vorne sieht man sie auch noch, beim Polizeischiff draußen aus der Ostsee. Aber gut, da kommen wir nicht hin, da sind so viele Leute. Das ist irgendwas aus dem Stützpunkt. Ja, das kommt drüben Richtung Hörodüne. Ja. Vielleicht kommt der nächste. Oh, ja, unsere Reporter auf dem Camp stellen. Moin.
Bitte? Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ja, und wie hieß das? Adler 4 müsste es, glaube ich, sein. So ein Fahrgastschiff hier vorne liegt ab. Die machen auch so Rundfahrten hier. Ja, ne? die fahren nach Kühlungsborn und wieder zurück. Die hat jetzt die Baltica ersetzt. Die hatte in Kühlungsborn eine Havarie. Die ist voll Wasser gelaufen. Aber glücklicherweise, als es da so flach ist, lag sie eigentlich schon auf Grund, aber konnte nicht untergehen, weil es halt ziemlich flach ist. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegt. Ich glaube, die wartet hier auf dem Platz in der Thamsenwerft unten in Rostock. Aber die sind relativ ausgebucht. Ja, Schwarzbart-Jürgen, vielen, vielen Dank für dein Lob. Ja, der Stream mit Conny war klasse. Das hat richtig Spaß gemacht, aber ich bin danach auch echt ins Bett gefallen. War nicht meine Uhrzeit. Dann habe ich auch gesehen den Stream. Hast du Aber auch geguckt? Ja, schon interessant. Ich habe ja auf der Fairplay 17 mein Praktikum gemacht. Und die ist ja schon ein bisschen älter. Das ist schon interessant, wie sich so die Technik weiterentwickelt hat. Das ist echt Hightech auf den Schleppern. Ja. Aber ganz angenehmes Wetter jetzt. Ja. Es sind ein paar Wolken da. Ich hatte erst Angst, dass uns die ganze Zeit hier die Sonne auf den Kopf knallt. Ja, morgens ist es so, wenn ich die Kreuzfahrtschiffe morgens einlaufen filme, dann schaffe ich es meistens nicht, nochmal rüber zu fahren, weil das immer sehr kurzfristig ist, wann die dann kommen halt. Und wenn da keine Wolken sind, dann knallt ihm die Sonne morgens so entgegen. Scheint aber noch leer zu sein hier. Bis vor 2 Tagen hatten sie auch noch Regen angesagt für heute Ja. Morgen. Ja. Da wird steht für heute Abend der Regen drin. Aber zum Glück ist ja der Wetterbericht extrem unzuverlässig geworden. Lass das nicht den Arthur hören. Arthur ist, glaube ich, auch da. Moin Arthur, mein Lieber. Mal schauen, ob sich jetzt irgendwas bewegt, was man tracken kann. Der Lotse ist wieder auf dem Rückweg und das nächste Schiff bewegt sich. Aber so wie es fährt, sieht es auch aus, als würde es Richtung Ausrüstungskai fahren. Ich muss mal dein Mikro ein bisschen runter machen. Pass Ja. mal auf, hier ist so ein, du bist sehr nah dran. Ach so, ich mach ja. das mal hier mit so einem Magneten etwas tiefer. Das kratzt dann so ein Dankeschön. bisschen. Das nächste, was sich bewegt, ist ein französischer Minensucher. Oh Gott, Vulsan heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Aber ganz klein, 42 Meter lang. Da kommt der Lotse auch wieder raus aus dem Stützpunkt. So, ist das jetzt ein bisschen besser mit dem Mikrofon, Oskar? Und mittendrin hier auch die Angler im Getümmel. Ich glaube, die Angler sind voll genervt. Ja, das denke ich mal auch. Aber die stehen ja auch immer. Wenn ich morgens hinkomme, im Kreuzfahrtschiff oder so, stehen die hier
Gehe ich nach dem Mittag hin, steht immer noch hier. Also einen Platz da am Geländer kriegt man kaum. Nee, das ist nicht möglich. Da stehen immer Angler. Elmar fragt, wenn du sagst, in Spanien stationiert, ist das die Basis in Rota? Weißt du das? Oder? Ja, ich glaube, es war Rota. Habe ich gelesen, ja. Ich weiß nicht, ob die Mount Whitney, die ist ja auch Mitglied von der 6. Flotte, also das Führungsschiff von der 6. Flotte. Ich weiß nicht, ob die dann auch da stationiert ist. Die kam, bevor sie nach Rostock kam, aus Italien. Zum Mittelmeer. Ob sie da stationiert ist, weiß ich nicht ganz genau. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch so ein bisschen auf dem Wesselfinder gucken, ob sich da irgendetwas am Marinestützpunkt oder auch gegenüber tut. Vielleicht hat ja das ein oder andere Schiff AIS an. Ja, die Bayern, die deutsche Fregatte, die liegt ja im Marinearsenal, liegt ja schon ein bisschen länger da, also seit vergangene Woche Montag, glaube ich. Das war ja die, die von dem russischen Zerstörer verfolgt wurde. Ah, okay. Die sollte eigentlich heute auch rausgehen, laut Plan. Die Kopenhagen kommt gleich wieder raus, Ja. schreibt Matthias. Ja, man sieht sie da Ach eben stimmt, schon. man sieht sie auch schon im Hintergrund. Ja, 5 Minuten Liegezeit haben sie an ihrem Pier. Krass, ne? 5 Minuten. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das da rauf und runter geht. Die großen Richtung Trelleborg und Travemünde, TT-Line und Stena-Line, die brauchen wir ein bisschen länger. Ja, ich kenne jemanden, der hat ein Buch geschrieben über die Fähren und mit dem wollte ich eventuell mal irgendwann hier so ein Special machen, ein Stream nur über Fähren. Der kann da ordentlich was drüber erzählen, über die. Okay. Tja, der französische Minensucher liegt auch wieder still. Überraschung, geht erst morgen los. Es kommen ein paar Polizeiboote aus dem Stadthafen, aber gut, das ist ja nichts Besonderes. Das Gute ist an dem Rotor, dass man ihn von Weitem sieht. Ja. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Aber auch wenn ich hier stehe, wurde schon oft gefragt, was das ist. Großer Schornstein oder so, gab schon. Also hübsch wilde sind die Vermutungen. nicht, die Nee. Rotoren. Also technisch ist es wirklich sehr interessant, wenn man sich das Ja. mal anguckt, wie das funktioniert, das Prinzip. Ja. Finde ich total faszinierend, auf diese Idee zu kommen erstmal. Ich glaube, ein Flettner-Rotor, die wurden ja 1910, 1920 wurden So die alt? ersten gebaut. Aber dann kam halt der Schwung mit der Dampfschifffahrt und dann war es wieder uninteressant. Ja, das war natürlich im Vergleich zu Dampfantrieb total ineffizient. Ne? Ja. Ja, aber der, je nachdem wie Wind und Wetter ist, so zwischen 2 und 5% spart sie ein. Aber das entwickeln sie auch stetig weiter. Das ist ja nicht im Endstadium, das ist so ein Versuchskaninchen, nennen wir es mal. Wird immer weiterentwickelt. Male, willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke für deinen Prime-Sub. Tja, die polnische Korvette ist auch nicht mehr in Sicht. Ist schon weg. Tja, Oh, und der Lotse hat wieder an seinem Liegeplatz festgemacht. Lotse ist auch wieder fest, ja. Aber irgendwo hat er einen Lotsen hingebracht. Aber auf welches Schiff? Ja, wahrscheinlich haben die Schiffe jetzt besetzt und fahren dann gleich wieder los, um die Lotsen wieder einzusammeln. Ja, Ich denke mal, die Schiffe, die einen Lotsen brauchen, die werden schon drauf sein jetzt. ja.
100 Meter ist ja hier Lotsenpflicht, aber viele kleinere, auch hier die polnische Korvette, die rausfahren, hat ja auch einen Lotsen. Aber auch der, als er reingekommen ist, der französische Minensucher mit 42 Meter Länge, auch einen Lotsen genommen. Das ist ganz lustig, weil das Lotsenboot ist knapp 30 Meter lang. Ist fast genauso groß. Ja. Ja. Andrea fragt nochmal nach Oskars Kanal. Der Cruisefire 08 heißt der. Ja. Vielleicht posten wir den nochmal. Cruisefire 08. Jetzt, machst du alles hier so aus Warnemünde? Oder ich meine, im Namen ist Hauptsächlich aus Cruise drin. Warnemünde. Bist du schon so auf Kreuzfahrer so ein bisschen? Auch, oder? ja. Also Kreuzfahrer, aber auch so generell Shipspotting, wenn hier Ja. irgendwas Besonderes passiert. Jetzt auch zur Supportparty. Aber ich fahre auch immer 1- bis 2-mal im Jahr nach Cuxhaven, nehme da auch ein bisschen was auf. Ja, Cuxhaven ist auch ganz cool. Ja. Ist von Hamburg immer so eine furchtbare Gurkerei mit dem Auto. Wahrscheinlich ist das mit Öffis oder mit Zug deutlich einfacher. Naja, entweder fährt man halt diese Landstraße da, aber naja. Oder die Autobahn über Bremen. Da sind wir lang gefahren, aber die ist so schlecht ausgebaut. Helga ist da, unser Geburtstagskind von letztens. Helga, ich danke dir für 5 Mitgliedschaften. Also der französische Minensucher bewegt sich jetzt mit 2 Knoten Richtung Ausgang vom Stützpunkt. Aber es kann auch sein, wenn er so langsam fährt, dass er noch irgendwo dreht. Weiß nicht, was die da machen. Ja, der Chat schreibt es auch, dass das französische Schiff unterwegs ist. Ja. Die Vulsan, glaube ich, heißt das. Oh, die Möwen kommen. Das heißt, wieder aufs Essen aufpassen. Oh, mit denen habe ich eine Rechnung offen. Als ich letztens hier war mit Ben, 2-mal Eis geholt, 2-mal nicht aufgegessen. Aber die haben auch schon ihre eigenen Taktiken entwickelt. Die kamen von hinten. Ja, die kommen immer von Wir hinten. sind Schulter an Schulter gegangen, weil wir dachten uns ja so ein bisschen schützen. Die sind zwischen uns durch und haben sich dann mein Eis geschnappt. Natürlich meins und nicht das von Ben. Aber die haben auch sich auch keine gesagt- Angst vor sowas. Also, Nee, die gucken, wer zu fett ist und dem nehmen sie das Eis weg. die sitzen ja bei den Fischkuttern oben auf dem Sonnenschirm. Und dann kommen sie von hinten und entweder lassen die Leute es Da sofort. kommt das. Oh nee, das ist irgendeine deutsche Korvette. Ach, das ist gar nicht das Französische. Nee, das ist viel kleiner. Das ist nur halb so lang. Aber die hat keine AIS an. Kannst du die Kennnummer erkennen? F261. F261. Mal schauen, was das ist. F261. Das ist die Magdeburg. Die Magdeburg. Du hast zu Magdeburg aufgeschrieben. Jawohl. 89 Meter lang, 13 Meter breit, 3,4 Meter Tiefgang. Maximalgeschwindigkeit 26 Knoten. Besatzung 65 und 2008 gebaut. Ein Bordgeschütz, 2 MLGs, 2 Flugabwehrkörper, 4 Seezielflugkörper, 2 Torpedos und mit Drohnen ausrüstbar. Wahnsinn. Für Patrouille und Aufklärung von Seewegen. Hat aber nur begrenzte Kampfaufgaben. Und gehört auch zu den modernsten Korvetten der Welt. Glaubt man gar nicht, dass Deutschland etwas hat, was zu den modernsten gehört. Ja.
jetzt richtig erkenne, fährt der links daneben auch so eine kleine Marinebarkasse. Stimmt. Ich weiß gar nicht, was deren Aufgaben sind. Ich glaube, die transportieren nur Soldaten vom einen Schiff zum anderen oder so. Davon hat letztes Jahr zur Hanseseel eine gebrannt auf der Ostsee. Ah, okay. Oh, irgendein leises Horn hat man gerade gehört. Also es kam jetzt aber nicht von der Braunschweig, glaube ich. Nee, das hätte man doller gehört. Das klang weiter weg. Ja. Oh, ich stehe hier ein bisschen nah dran an der Fähre. Heinz, das ist lieb, dass du nach Hamburg grüßt, aber heute bin ich in Warnemünde. So. Na, da kommt das französische Minensuchboot. Hinten raus, ja. Ja, das ist ein ganz kleines Ding. Jetzt passiert ein bisschen was. Ein leises Horn. Peter spendiert das Auslaufbier. Ich danke dir vielmals für die 20 €. Aber obwohl doch, mit 16 darf man Bier trinken. Ich wollte gerade sagen, Oskar darf noch kein Alkohol, aber hey, mit 16 darf man ja immerhin mal Bier trinken. Tja, das französische Boot sieht echt süß aus. Das ist das Filmteam auf der Barkasse. Stehen ein paar Leute oben drauf an Deck. Die Polizei auch wieder angesaust hier von links. Ich habe nichts verstanden. Das ist das erste von den Friedensschiffen, die drei Farben.
Oh, steht aber hinten einer am MG. 2 sogar. Die hätten sich sofort um meine Drohne gekümmert. Wobei, wenn die live im Stream meine Drohne abschießen, dafür würde ich sie opfern. Hättest auf jeden Fall einen coolen Clip. Ja, ich glaube, die neuen Korvetten werden ja, glaube ich, gerade in Hamburg gebaut. Da liegen Ja. welche. 2 oder 3 Stück liegen da. Ja. Oha, die Warnow wieder auf Fahrt hier. Diesmal steht sie nicht nur. Das ist ein Minensuchboot aus Frankreich. Aus Frankreich. Okay. Die haben so einen Plan, wie die Reihenfolge ist, oder? Nee, die Reihenfolge weiß Nein, keiner. Brigitte ist nicht hier. Aber ich habe hier musste auch gerade daran denken. Übersicht. ein paar Infos. Wenn ich sie finde, Könnt ihr eins selber entbehren? Nee. Also, die ganze wenige. Wir fragen mal. Wir stellen mal so eine Frage. Wir kriegen eine kluge Antwort, das passt doch. Wo habe ich es Ja, denn? Postbüttel, die abgeschossene Drohne wäre wahrscheinlich das kleinste Problem. Und ich fürchte mit den Einnahmen aus dem Clip könnte ich die Strafe nicht bezahlen. Also das ist die Volsan mit der Kennnummer M611, ein französisches Minensuchboot, 41,6 Meter lang, 7,5 Meter breit, 3,2 Meter Tiefgang, 13,5 Knoten Maximalgeschwindigkeit, 15 Mann Besatzung, Baujahr 1986, bewaffnet mit 2 Maschinengewehren. Es ist ausgerüstet speziell für Minentaucher und hat auch eine medizinische Ausstattung. Also kann zur Not auch als schwimmendes Krankenhaus praktisch benutzt werden. Weißt du, wie lange die Übung insgesamt geht, des Baltops oder Baltops? Ich glaube, in den Nachrichten stand bis zum 20. Juni. Aber es kommen noch 2 weitere Übungen. Einmal so eine Übung, wo sie eine Verletzung von ganz vielen üben, zusammen mit dem Südstadtklinikum in Rostock. Und ich glaube, der Frankfurt am Main, die ist ja heute auch hier, die müsste heute auch noch rausfahren. Und irgendeine Übung war noch. Aber das findet alles, meines Wissens stand nach weiter östlich in der Ostsee statt. Ah, okay. Ach stimmt, hier der Postbüttel schreibt, soll nicht zum Abschluss einlaufen bei der Kieler Woche sein? Das ist immer, ja. Ja, von der Übung.
Ja, da wollen sie in Kiel sein. Ne? Ja, das ist aber immer zur Balltopsübung. Also fast Das ist immer. traditionell schon. Ja. Aber da sind nicht mal alle dabei. Manche laufen auch nicht in Kiel ein. Also letztes Jahr waren viele von den Kleinen dabei, aber ich glaube, Die Leute, die Finnen oder so, die verabschieden sich dann schon Richtung Heimat. Ne? von Finnland ist Grüße nur aus ein dem Schiff Urlaub dabei. in Warnemünde nach Warnemünde sendet der Mirko. Ich danke dir für ein Jahr bei uns. Ja, Schweden sind auch dabei, aber da werden, glaube ich, heute keine rausgehen. Ein Minensuchboot ist gestern Abend 22 Uhr rausgefahren. Nachdem das Kreuzerschiff hier, die Sky Princess, rausgefahren ist. Oh, so wie es aussieht, kommt die dänische Fregatte da hinten. Oh ja, Und von links kommt auch noch eins aus dem Marinestützpunkt, ein kleines. kann ich gleich mal rüber schwenken. Da waren noch die ganzen Polizeiboote da rumherum, aber ohne Schlepper abgelegt. Oh, die Kamera steht etwas komisch. Jo, der kann unten rein. Da kommt sie. Aber ich glaube, das Minensuchboot schiebt sich noch davor, so wie es aussieht. Stimmt, er schiebt sie noch davor. Ja. Das ist ein belgisches Minenjagdboot, was da sich davor stellt. Aber die Polizei möchte nicht, dass wir uns das angucken. Achso, das ist die Warnung, ne? Die sind da hinten gefahren. Mitbekommen. Der Zahnort in dieser LKW. Auch bei Maidan 14 dabei war, wir haben im Oktober 24 LKWs in Russland gekauft. Und da habe ich dann diese russischen Kriegsbürger, die da verfolgt und mal gucken, was die so sagen. Und die Kommentare, die dann da liefen, übersetzen. Die Russen, also 90% der Kommentare sind, die unsere politische und militärische Führung ist unfähig. So ein bisschen verklausuliert, so kann man das nicht schreiben. Ne? Alles kaum noch zu toppen. Das wird schwer. Das wird schwer. Moderierst du deine Videos auf dem Kanal auch ein bisschen? Oder? Moderieren? Nee. Also ich filme das stumm, sage ich mal, ab, also nur mit dem Sound von der Ostsee. Okay. Aber in meinen Videos blende ich dann immer noch die Schiffsdaten ein, was die importieren, exportieren und von wo sie kommen. Ja, klein ist die Fregatte nicht gerade.
Meine Konten. Taco fragt ja nochmal, mit wem ich hier eigentlich stehe. Das ist der Oskar, den haben wir letztens bei der Portparty hier in Warnemünde kennengelernt. Und ja, jetzt hatten wir uns so locker verabredet. Und Oskar ist mal ganz spontan eingesprungen, ein paar Infos zu liefern. Also fettes Dankeschön. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Lasst mal als Dankeschön ein Abo da. Ich glaube, dann freut er sich auch. Was hast du jetzt an Abos? Also bevor heute, gestern habe ich geguckt, waren es knapp 300. Jetzt sind es 416. Na, Um die Absalon, um die dänische Fregatte, sind gerade 8 Polizeiboote drumherum. Also da achten sie wohl sehr auf die Sicherheit. Bei den anderen ist ja gar kein Polizeiboot mitgefahren. Aber bei der jetzt ordentlich. wobei man ja auch denken sollte, die können doch ganz gut selber auf sich aufpassen, oder? Aber ich glaube, wenn die versuchen, sich selber zu verteidigen, wird das ein bisschen zu doll. Das ist ein bisschen mit, im wahrsten Sinne des Wortes, Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. Bist du gerade auf dem Minensucher oder auf der Fregatte? Auf dem Minensucher bin ich gerade. Okay, dann hätte ich noch ein paar Infos zu denen. Also es ist die BNS Primula mit der Kennnummer M924. Ein belgisches Minenjagdboot. Ist 51,5 Meter lang, 8,96 Meter breit und 3,6 Meter in der Tiefe. Die Maximalgeschwindigkeit sind 15 Knoten. Die Besatzung beträgt 47 Mitglieder. 1991 wurde sie gebaut und ist bewaffnet mit 3 Maschinengewehren und einem Minenabwehrsystem. Ich muss mal eben ein Foto machen von der Fregatte. Ja, Kriegerdelfin. Abo-Flashmob auf Oskars Kanal. Ich finde, das hat er verdient. Kostet ja nichts. Ein Horn in der Ferne. Ja, Oskar steht meistens auch in Warnemünde. Ja, genau. Wir Eigentlich sind auch ab immer und zu hier. mal einen Ausflug nach Cuxhaven.
Solltest du mal nach Hamburg kommen, sag vorher Bescheid. Jo. Mein Vater hatte gezeigt, dass er ersetzt. Tja, also entweder war das vorhin gerade noch ein anderes Schiff, was ablegt, oder die Fähre, die da hinten noch kommt. Da ist noch eine Fähre, die rauskommt. Ne? Ja. Also was wir hier vor uns sehen, ist die HDMS Absalon mit der Kennnummer F341 und ist eine dänische Fregatte. Ist 137,6 Meter lang, 19,5 Meter breit und 6,3 Meter in der Tiefe. Die Maximalgeschwindigkeit sind 24 Knoten. Besatzungsmitglieder hat sie 100 Mann und sie wurde 2005 gebaut. Bewaffnung sind Schiffsgeschütze, Torpedos, Antischiffsraketen, Senkrechtstartraketen und bis zu 300 Seeminen und bis zu 2 Seahawk-Hubschrauber. Die Absalon kann auch als Transportschiff, als Minenleger oder Lazarett oder Kommandozentrale verwendet werden, also sehr vielseitig in der Einsetzbarkeit. Aber häufig wird sie als Anti-Piraterieschiff eingesetzt, im Kampf gegen Piraten, wie der Name schon sagt. Ja, die sieht ein bisschen anders aus als unsere. Die Bayern, die sieht sehr wie ein Panzer aus, also sehr dick und breit, aber die sieht ziemlich glatt aus. Aber ist auch ein bisschen neuer. Australien ist ein Land mit Auch nochmal ein Dankeschön für den Stream. Kommt von Harry. Nee, Harry. Dankeschön für die 2 Euro. 6 Monate ist der Ernst dabei auf Twitch. Danke für das Sub. Und Ulrich haut 20 Euro raus. Für Oskar, ja, ganz toll. In der Tat, in der Tat. Dankeschön. Aber wenig Besatzung, die an Deck stehen. An Deck steht fast gar nichts. Von Gar den nichts, ne? 100 Besatzungsmitgliedern. Oh, über der Brücke steht ein Paar, ein Maschinengewehr. Ach, guck mal, und unten. Ah ja, da stehen noch ein Paar an der Luke. Die trinken in Ruhe Käffchen.
Soll ich den Rucksack da wegnehmen? Nee, kein Problem. Ja, wollte ich nachher von Nach Hause. Ja, und dann ist hier nochmal die Frage, ob bei den Militärschiffen auch ein Lotse an Bord kommt. Ja, natürlich. Auch die brauchen natürlich jemanden, der ortskundig ist für das Gewässer und den beim Ein- und Auslaufen behilflich ist. Ja, dann haben wir die nächste Fähre hier. Welche ist das? Huckleberry Finn, Huckleberry Finn. Schwesternschiff von der Tom Sawyer. Ja. Nia, Cruisefire 08 heißt der YouTube-Kanal von Oskar. Genau. Ja, deutsche Schiffe kommen auch noch, beziehungsweise eins war eben schon. Die Magdeburg war das, ne? Braunschweig liegt noch drin, die Bayern und die Frankfurt am Main. Die Bayern ist eine Fregatte und die Frankfurt am Main ist der Einsatzgruppenversorger. Das größte deutsche Marineschiff. Ja, das deutsche Minensuchboot, die Datteln, ist gestern Abend schon rausgefahren. Da kommt das nächste Schiff aus dem Stützpunkt. Ja. Das ist meines Wissensstands nach die älteste TT-Line-Fähre mit der Tom Sawyer zusammen. Also wenn wir mal rein nach der Optik gehen, könntest du recht haben. Ja. Ich glaube 1980er Jahre ist die Baujahr. ...1988, auf dem Weg nach Trelleborg. Na, da stehen wenigstens ein paar an Deck. Ja.
Hast du eigentlich gerade Ferien oder? Falsche Frage. Rausschneiden. Dann kommen wir die Schlauchboote wieder zurück. .02 hat die als Kennnummer. Dann wird das Captain from Soul and Chips. Ahoy, my friend. Entschuldigung. Ich glaube, das ist die FNS Hämeenmaa aus Finnland mit der Kennnummer 02. Ja. Das ist ein Minenleger und auch U-Boot-Abwehrschiff. 77,8 Meter lang, 11,6 Meter breit und 3,2 Meter Tiefgang. Spitzengeschwindigkeit sind 20 Knoten und die Besatzung sind 60 Mann. Hast du nur 3 Meter Tiefgang? 3,20 Meter? Ja. Sieht ein bisschen tiefer aus, wenn man die jetzt so von weitem sieht. Sie ist Baujahr 1992. Oh, Bewaffnung hat sie einiges. Eine Mehrzweckkanone, Flugabwehrraketen, 2 Maschinengewehre, 2 Granatmaschinenwerfer, 2 Wasserbombenwerfer und Seeminen. Die Besonderheiten sind, deswegen hat die auch so einen Bug, also die ist in arktischen Bedingungen einsetzbar. Hauptsächlich im Norden und hat eine geringe Radarsignatur aufgrund eines Kunststoffrumpfes. Deswegen hat die auch so einen Bug, weil die auch so ein bisschen als Eisbrecher fungieren kann. Ja, stimmt. Der Bug vorne ist, Ja. kann sich so ein bisschen aufs Eis legen. Die meisten Eisbrecher funktionieren ja so, dass sie sich aufs Eis schieben und das dann quasi von oben brechen. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich eben nicht auf die Füße trete, gleich wenn ich hier so rumlaufe. Weil ich schnell mal einen Schritt nach hinten mache. Aber ich glaube, das passt so. Die kleine Barkasse kommt auch zurück. Mhm.
Vielleicht wird die noch zusätzlich als Lotsenboot eingesetzt. Was ist eigentlich der Lotse? Ist da draußen? Vermutlich. Lotse weiß ich gar nicht mehr. Der ist rausgefahren doch eben, oder? Wahrscheinlich bei der Fregatte ist er dann. Ah, da hinten sieht man ihn, ja. Für den tollen Stream haut der Mike nochmal 2,49 raus. Mike, danke dir. Ralle, ich gebe dir recht, also Oscar war für heute der Hauptgewinn. Die Infos hätte ich euch nie im Leben liefern können. Christiane, auch an dich ein Dankeschön. Vielen, vielen Dank. 10 Euro. Also entweder sind die jetzt alle reingegangen oder auf der Barkasse ist wirklich keiner mehr drauf. Vorhin standen da mehr oben. Steht nur noch einer da. Hier schreibt jemand, das ist die Presseabteilung. Oh, das kann Der- sein, ja. Nee, er schreibt der dänischen Marine. Nee, das ist doch eine deutsche Barkasse. Das ist eine deutsche ne? Die Barkasse, Barkasse ja. ist deutsch. Da meinst du bestimmt was anderes mit Presseabteilung, oder? Kann natürlich sein, dass die auch irgendwie Presse haben oder auch Filmteams. Heutzutage sind ja auch viele auf Social Media unterwegs. Ne? Also Ja. Marine folge ich, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Account heißt. Dann gibt es ein erstes Korvettengeschwader, ein Account. Oha, Ich glaube, wir sind Marine heißt der Marine-Account der Deutschen. Das an ist der Oha. Mount Whitney sind 3 Schlepper dran. Ne? Mount Whitney? 55, 17 und 20. Ja, sehr cool. Also doch nicht als letztes. Oder die anderen gehen nicht mehr raus. Da ist dein Hubschrauber. Nein! Wollt ihr das Plakat mit drauf haben? Nein! Warum nicht? Das sind doch unsere Friedenstauben. Der Hubschrauber ist wichtiger, ne? Oh mein Gott. Ja, wohl ist ein Plakat mit drauf. Ja. Wir können aber nicht jedem hier eine Bühne bieten. Du sollst beim NDR mal probieren. Marinestützpunkt ist auch wieder Bewegung. Kleines dänisches Marineschiff bewegt sich. Und die Wull 4, dieser Schlepper, der den Minso heute Morgen ja. reingezogen hat, ist auch wieder auf dem Weg nach Kiel. Da, dann geht die Mount Whitney doch nicht zum Schluss raus. Der Zerstörer liegt ja noch. Ja, angeblich sollte die als letztes, also die wollten so ein bisschen klein nach groß auslaufen, hatte ich gehört. Ja, Aber das wird noch die wahrscheinlich Bayern. ist das auch schon alles wieder über den Haufen geworfen. Und die polnische Fregatte liegt auch noch drin. Also die Highlights kommen noch. Ja, Jürgen Fretter verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön, Jürgen. Und Andreas Westphal haut auch noch mal einen Fünferpack raus. Andreas, mein Lieber, ich danke dir. Guck mal, der Lotse ist an Ja, der ja, der ist ja da, dänischen Fregatte. noch ein Taucherschiff, was hier kommt. Der Klaus. Ja, HT01 Klaus. Von den Hansa-Tauchern. Können wir mal was fragen?
Naja, es sollte insgesamt so 2 Stunden gehen, aber es zieht sich auch so ein bisschen hin. Bisschen später schon angefangen? Nee, die haben eigentlich relativ zeitig angefangen, aber nach dem ersten Schiff ist dann erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts passiert. Also die ganzen Großen fehlen noch. Die dänische Fregatte ist eine von 5 großen, die anderen kommen noch. Aber ich denke mal, das größte, ein amerikanisches Schiff, da sind jetzt gerade Schlepper dran, das ist vielleicht so schwierig abzuschätzen, vielleicht so 20 bis 30 Minuten ist das hier. Aber bei den anderen weiß man es nicht. Wir wollen fast rum auflösen, weil vorhin schon einmal ganz kurz hier. Hab mal geguckt, jetzt habe ich NDR gehört, da haben sie gesagt, jetzt geht's mal los. Und Ja. ich dachte, okay, ein paar Anrufe noch und dann geht's jetzt mal. Ne? Ja. Ja. Und auch so 2 lange Pfeiler, um sich am Boden zu befestigen. Ulrich Böcker verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Danke. Ja, da ist hier nochmal die Frage, was macht dieses Schiff? Was macht Klaus? Das ist ein Taucherschiff. Müsst ihr euch vorstellen wie eine Tauchbasis mit den beiden großen Pfeilern. Können Sie das Schiff im Boden verankern und dann ist das quasi eine mobile Tauchstation, kann man so sagen. Ne? Ja. Der liegt immer im Fischereihafen und ich weiß nicht genau, was sie machen, aber der fährt meistens drüben in die Yachthafenresidenz da rein und legt sich dahin. Was sie da machen, weiß ich aber nicht genau. Oder er fährt jetzt zu dem Windpark, der da noch entstehen soll. Das wird ja auch von hier gemacht, die ganzen Forschungsschiffe und so, die kommen alle aus Rostock. Oh, die Angler hauen ab, haben den Platz aufgegeben. Ein Fahrgastschiff. Ja, der nächste ist aber noch nicht in Sicht. Nee, noch nicht. Ja, ein Fahrgastschiff, damit kann man bis Rostock runterfahren. Das ist im Stadthafen. Aber es könnte gleich einiges hintereinander kommen. Es kommen jetzt 2 dänische kleine Schiffe aus dem Stützpunkt. Dann die Mount Whitney, da sind die Schlepper dran. Da ist wieder irgendein Horn in der Ferne. Dann kommt noch die Wolf 4 hoch und MAF hat gerade abgelegt, ein kleiner Frachter. Also je nachdem, wie lange wir noch brauchen, können es um 11 mal kurz anfangen zu nieseln, sagt das Regenradar. Hoffentlich nicht. Ja, Ich habe zwar einen kleinen Schirm hier. ja. Aber genau kann man es noch nicht voraussagen, aber so wie es aussieht, nur für 5 Minuten oder so.
Ja, stimmt, da könnte ein bisschen was kommen. Ja. Hoffen wir mal, dass der Schirm groß genug ist. Aber ist nicht viel, was da an Nee, ist nur ein Regen bisschen kommen was. könnte. Vielleicht dreht der Wind auch noch mal, wenn wir Glück haben. Hast du eigentlich in Warnemünde hier gepennt oder bist du heute Morgen angereist? Nee, ich bin gestern Abend gekommen. Hab so ein bisschen außerhalb noch ein relativ günstiges Zimmer Okay. gefunden. Gestern Abend war noch relativ spektakulär. Die Sky Prince ist ja noch ausgelaufen. Das ist das größte Kreuzfahrtschiff dieses Jahr. Ah, okay. 330 Metern. Und normalerweise, leider, ist mittlerweile so, dass fast nur noch AIDA, die laufen jetzt um 17 Uhr aus, nur noch hupt. Danach sieht es immer schwierig aus. Viking Cruises, die hupen meistens noch. Aber die hat gestern um 22 Uhr noch einen rausgehauen. Die hat, kennst du Loveboat? Ja, Das hat sie gehupt. das Loveboat. Ja, Da kenne ich ja jemanden, der sich da ganz besonders gefreut hätte. das hat sie letztes Jahr auch schon. Einmal kommt sie noch. Ich hoffe, dann macht sie es auch noch mal. Ah, da kommt das nächste kleine Schiffchen. Wirklich ein ganz kleines Ding. Ja. Das müsste eins von den dänischen sein. Das sind auch Minensucher. Minensucher sind irgendwie die meisten, die hier an der Übung teilnehmen. Also jedes zweite Schiff, was hier langfährt, ist entweder ein Minensucher oder kann dafür benutzt werden. Daniel möchte noch mal wissen, wo wir stehen. Das ist hier die Passagierkai in Warnemünde. Genau. Quasi am Ende. Beim Viro-Ausguck. Der ist, glaube ich, auch auf Google Maps eingetragen. Aber die Mount Whitney bewegt sich noch nicht. Also tracken kann man die sowieso nicht, aber die Schlepper ziehen es zumindest noch nicht. Da sieht man dann 3 Schlepper ohne Schiff auf dem Ei. Ja, so sieht's aus. Vielleicht haben wir auch noch ein Marineschiff einlaufend. Einlaufend. Kühlungsborn, das sieht man noch nicht. Von links kommt ein Tender, die Mosel. Die war eigentlich auch gelistet, aber
da gewesen ist, sondern vielleicht kommt sie nachher noch rein. Weiß es nicht. Da kommt noch ein kleiner da hinten, ne? Ja, das sind beides dänische Minenboote. Und einer davon, ich weiß nicht welcher, ich glaube der zweite, den kann man fernsteuern. Ah, okay. Kann man eine schlaue Man möge Liste mir die holen. Fernbedienung geben. Kannst du da die Kennnummer irgendwie erkennen? Sekunde. Ja, das ist die MSF2. MSF2. Schauen wir doch mal. Da. HDMS MSF2. Richtigen Namen habe ich nicht gefunden. Ein dänisches Minensuchboot. 26,5 Meter lang, 7 Meter breit und in der Tiefe 2,2 Meter. Maximalgeschwindigkeit sind 12 Knoten. Oh, Besatzung von 3 Leuten. Was? Baujahr 1998, keine Bewaffnung. Und die ist auch ferngesteuert, fahrbar und wird speziell zur Minenneutralisation eingesetzt. Die hat dafür so Unterwasserdrohnen, die dann entschärfen. Aber 3 Leute Besatzung finde ich ja süß. Ist nicht viel. Da sind aber mehr als 3 auf der Brücke. Ja. Aber bei der Größe, ob da auch mehr Platz ist als für 3 Leute? Gut, man glaubt es mir nicht, aber da wird wahrscheinlich noch einiges am Platz auch unter Wasser sein wahrscheinlich. Das ist ja bei den Schleppern auch so. Die Schlepper haben ja Ja. eine ähnliche Größe wie hier diese MSF2. Ich war auch erstaunt, als ich auf Und da ist ja meiner... unten drunter so Ja. viel Platz. Ja. Und dahinter kommt dann die MSD 5. MS05. Willkommen an Bord, Daniel. Danke für deine Mitgliedschaft. Oh, irgendwas passiert da hinten. Das ist ordentlich Rauchaufstieg. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Was ist das? Der Rauch da hinten? Ich weiß nicht, ob das von dem Zerstörer kommt. Schauen wir mal, ob ich dazu noch Infos habe. Das ist die HDMS Hirsholm mit der Kennnummer MSD 5,
Ist auch ein dänisches Minenabwehrboot. 29 Meter lang, 7 Meter breit. Maximalgeschwindigkeit sind 13 Knoten. Besatzung von 3 bis 10 Besatzungsmitglieder variierbar. 2007 gebaut. Besitzt auch die Eisklasse, ist auch in arktischen Gebieten der Einsatz möglich. Und es kann auch ferngesteuert gefahren werden. Und da kommt das der Wulf, ne? Ja. Gleich ein Schlepper. Sebastian meldet, dass die Fairplay-Schlepper sich bewegen bei dem Phantomschiff. Ich weiß nicht, ob sie den noch drehen müssen. Den Zerstörer müssen sie noch drehen, der liegt vorwärts drin. Kommt der Lotse auch wieder da hinten. So, jetzt aber mal zur Abwechslung hier einen schönen Schlepper. Die Wulf 4 auf dem Weg nach Kiel jetzt wieder. Heimathafen Cuxhaven. Und der Lotse ist auch gleich wieder da. Da kommt auch wieder ein Heli. Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Ich glaube. Oha, was hat er denn? Kam schon wieder so ein Rauchaufstieg. Ich glaube, es kommt vom Zerstörer. Ja, ich gehe da gleich mal drauf. Mal kurz meine Jacke überwerfen hier. Willst du kurz das Mikrofon ausmachen oder so? Ich muss kurz eine Jacke überwerfen. Ja, warte Oder mal. soll ich es einfach abnehmen? Nee, du musst aufpassen auf diesen, du hast ja diesen Magneten dahinter, der rutscht dir sonst raus. Achso, okay. So.
Kannst du, willst du ganz zumachen oder Nö, ist okay, glaube ich. sonst kannst du ja auch hier so irgendwie dran machen. Gut. Wir stoppen jetzt hier ein kleines Polizeiboot. Oh, ich glaube, man sieht die Mount Whitney. Also ich sehe da einen Mast. Ich weiß nicht, ob der von der... Ja, ich glaube, das ist die Brücke. Also die Schlepper fahren auf jeden Fall. Also ich denke mal, die kommt jetzt raus. Immer unterwegs, der liebe Paddy. Ja, Tom. Sehr, sehr gerne. Danke dir für 2 Euro Superchat. Ja, die MAF, kleines Frachtschiff. Auf dem Weg nach Klintehamn in Schweden. Ja, Leute, die U-Boote sind schon alle raus. ...87 Meter hat die Länge, 13 Meter breit, die MAF. Kleines Ding. Fährt unter der Flagge von Antigua und Barbuda. 5 Meter Tiefgang. Der exportiert Rapsschrot. Ah, wo hast du denn die Info her? Auf der Rostock-Port-Seite kann man das nachschauen. Ach, da kann man sehen, was die importieren, exportieren? Das ist ja cool. Also bei allem, was in Überseehafen geht. Fischereihafen geht nicht. Das gehört nicht mehr zu Rostock-Port. Aber bei den kleinen Frachtern ist es meistens ein Agrarprodukt, was die exportieren. Diesmal keine Polizei, die ist das Militär drauf. Da waren eben auch schon welche. Ja. Die ersten Tropfen kommen. Ja, ich merke es auch. Aber es ist nur ein bisschen, sieht nicht so aus, als würde es ziemlich doll anfangen zu regnen. Schon mal das Laptop hier zu machen. Das erste Hafenrundfahrtschiff des Tages hier. Warnow Star. Schauen wir mal aus Regenradar, ob das jetzt hier... So viel ist das nicht. Zumindest bei mir sah es nicht nach viel aus. Ja, irgendwo da hinten müsste gleich... Doch, da kommt was im Hintergrund. Ja, da sieht man auch schon die Schlepper.
Also auf dem Regenrad, Ja, da, man sieht da aber auch schon oder? Ist das nicht die Brücke von dem? ah doch, ja, das ist sie. Also auf dem Regenrad, da soll es so in 10 Minuten mal ein bisschen nieseln. Naja, mal sehen. Einen taktischen Akkuwechsler hier. Eine 5er Subbombe vom Schwarzbart Jürgen. Moin Jürgen und danke dir. Und nochmal ein Dankeschön an Oskar und natürlich Hamburg Hafen Live. 100 Bits von Kadjala. Dankeschön dafür. Petra ist da mit 5 Euro. Und Captain Grabak haut auch nochmal 111 Bits raus. Danke, ihr Lieben. Als Regenzulage. Ich bitte nicht. Bitte nimm das sofort zurück. Wir wollen keine Regenzulage. Ist das jetzt die Mount Whitney? Ja, das ist die Mount Whitney. Das ist quasi das größte Schiff der ganzen Ja. Übung, ne? Das ist das Führungsschiff, davon läuft die ganze Übung. Mal schauen, hier, wo eigentlich der Tender abgeblieben ist. Ob der wirklich so reinkommt oder ob er abgedreht hat. Ja, noch fährt der Tender Richtung Rostock. Die Mount Whitney, ist das ein Zerstörer oder eine... Nee, das ist speziell gebaut für Koordination von Okay. Übungen. Also passt gar nicht in die Klasse Fregatte, Zerstörer Nee, oder nee, ist nee. quasi eine Klasse für sich. Ja, kann man so sagen. Großartig mit schweren Bewaffnungen ist der jetzt auch nicht ausgestattet. Dafür sind ja die anderen Schiffe vom Verband da. Aber ich glaube, wie ich das gestern Abend noch rausgesucht habe, das ist das Schiff mit den wahrscheinlich meisten Maschinengewehren, die ich jemals gesehen habe. Also stationäre. Ich glaube, es hat über 100 Stück oder so. Also die können ordentlich um sich rumschießen. Sieht schon gewaltig aus. Allerdings. Albert Wegner kommt auch wieder rein. Wenn die noch mal ein bisschen spritzen will, müssen die sich aber beeilen mit der Alfred Ja. Wegener. Aber ich weiß nicht, wie schnell die fahren können. Als diese Marineüberkasse gebrannt hat, der ist hier ganz gemütlich mit seinen 5 Knoten losgefahren. Vielleicht kann er nicht. Aber wenn das mal ein Seenotrettungskreuzer Ich war, muss der schon ordentlich Gas muss geben der schon ein können. bisschen mehr drauf haben. Vielleicht hornt er ja auch noch mal. Beim Einlaufen hat er, glaube ich, nicht. Aber vielleicht jetzt. 3 Tage stehen, bis sie anfangen zu schimmeln. Jetzt steigt die doch irgendwann auf. Muss ich doch Zur Blue Ridge-Klasse gehört das oder ist Blue Ridge-Klasse. Aber ist auch schon ein bisschen älter, das Schiff. Kommandoschiff für amphibische Kriegsführung nennt sich das. Danke für die Genau. Info, Thomas.
Ja, meine schlaue Hast du Liste. nochmal die Daten von der Mount Whitney? Ich gucke gerade. Ja. Also die USS Mount Whitney mit der Kennnummer LCC-20. Amerikanisches amphibisches Koordinationsschiff. 189 Meter lang, 33 Meter breit, 8,2 Meter in der Tiefe. Maximalgeschwindigkeit 23 Knoten, trotz der Größe. Besatzung 325 Mann. Baujahr 1971. Hoho, die ist ja älter als ich. Ist schon ein bisschen älter, ja. Wow. Bewaffnung 2 Maschinenkanonen, 2 Geschützkanonen und 75 Maschinengewehre stationär. Hat ein großes Hubschrauberdeck, ist das Flaggschiff der 6. US-Flotte und kann auch als Versorgungsschiff benutzt werden. Hattest du Besatzung? 325. 325. Ein Sub geht noch raus von Katjala. Dankeschön. Von der anderen Seite kommt die Alfred Wegener. Nein, er hat nicht 18 Maschinengewehre gesagt, er hat 75 gesagt. Stationär. Stationäre. Und wieder ein Marinebarkasse hier vorne weg. Anzahlung für einen größeren Regenschirm, North Casino. Danke. Casio, nicht Casino. Ich danke dir. Wir brauchen tatsächlich einen neuen, weil unser großer ist letztens kaputt gegangen.
mal, die haben hinten sogar Partyzelte drauf. Ja. Da steht auch ein großer Hubschrauber hinten drauf. Nee, das war's noch nicht. Eigentlich sollte das jetzt zuletzt kommen, das größte Schiff. So Ja, was 3 anderes. große fehlen aber noch. Ach so. 3 große fehlen noch. Ja, dann denken wir noch. Ja, das Wetter, das erste. Sagen wir mal nochmal bitte deinen Kanal, den würden wir auch mal angucken. Cruisefire 08 heißt mein Kanal. Wie? Cruisefire 08. Cruisefire 08. Jawohl. Cruisefire 08. Das gebe ich mal gleich mal rein. Dann könnt ihr sehen. Hat 2 neue Follower. Daniel bezahlt den Griff für den neuen Regenschirm. Danke dir für 5 Euro. Gibt ja in Hamburg einen ganz coolen Laden, da gibt es nur Schirme. Echt abgefahren. Also so riesig ist er nicht, aber ein ganzer Laden vollgestopft nur mit Schirmen. Kriegt ihr wirklich für jeden Anwendungsfall einen passenden Regenschirm. Wie heißen die nochmal? Den Namen vergessen. Ja, ist schon ein imposantes Schiff. Ja, allerdings. Kleine Einlaufparade, 6 Hafen-Schiffe. Ja, genau, das Vor war. 14 Stunden. Genau. Ja, Schirm und Co. Ich glaube, genau. Ich glaube, so heißt er. Oh, hier ist Ah, da hinten irgendwas. fliegt das Flugzeug. Ah, in Wieder in die Wolken rein. Ah, Ciao. er ist schon in den Wolken. Wow. Aber die großen und das war das amerikanische Kommandoschiff. Ja, genau. Das ist die USS Mount Whitney. Willkommen an Bord, Stefan Grimberg. Danke fürs Prime Sub. Schon ein schickes Schiff, aber man sieht sie auch an, dass sie schon ein bisschen älter ist. Ja.
Aber trotzdem beeindruckend. Ja. Hier kommt noch die Info, der Heli ist ein MH60S Nighthawk gewesen auf dem Helideck von der Mount Whitney. Aber so wie mir das denn aussieht, sind die Schlepper, glaube ich, am Zerstörer dran. Ne? Schau mal. Ein Polizeiboote wieder rein. Schöne Formation. Ich bin mal gespannt. Von den Briten sind, ich glaube, 6 kleine Schnellboote da. Ah, okay. Wenn die, vielleicht fahren die eine Formation raus, wenn die noch zusammen rauslaufen. So, rüber denn? Direkt von Rostock. Ja. Ich wollte bloß wissen, warum seid ihr hier? Was macht ihr überhaupt hier? Naja, in erster Linie Schiffe gucken. Also ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, interessiere mich schon ziemlich lange dafür. Und da ist das natürlich ein super Ereignis mit den ganzen Kriegsschiffen, die jetzt hier auslaufen. Was hältst du denn generell von dieser Berufsübung hier? Naja, also es gab ja viel Kritik der Übung gegenüber, da das ja Russland provozieren könnte, hat man ja auch gesehen am Montag. Letzte Woche, als die Fregatte Bayern einlief, wurde sie ja verfolgt von einem russischen Zerstörer. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Russen das vielleicht nicht ganz so toll finden. Die haben auch ihre Übung, die russische Übung ja vorverlegt. Aber ich glaube, um die Streitkräfte der NATO darauf zu trainieren, wie man im Ernstfall handeln sollte, ist das schon wichtig, das dann auch zu üben. Danke. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Cruisefire 08 heißt der. Boah, das müssen wir aufschreiben. Moin? Moin. Nee, ich habe einen anderen Kanal. Sag nochmal. Cruisefire 08. Das ist ein Livestream, ja. Fire 08. Jawohl. Kann ich den Namen haben? Oskar heiße ich. Wie viele Follower hast du mittlerweile? Schau mal kurz. 608. Und geht es primär um Schiffe, ja. Ja. Hauptsächlich in Rostock, aber auch so Ja. Cuxhaven bin ich ja manchmal. Kommst du aus Rostock? Ja, ich komme aus Rostock. Oskar, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Cool, danke. Kein Problem. Oder bist du gerade... Ich bin gerade live, aber du darfst mich gerne Ja? fragen, wenn du möchtest. Von wem seid ihr denn, damit die Zuschauer das auch mitkriegen? Von der Regio TV Rostock. Regio TV Rostock. Genau. Ah, okay. Vom Moin. Lokalfernsehen. Alles Was klar. Mal sagen, was machst du genau hier? Du hast ja ordentlich Material mitgebracht. Ja, wir machen Livestreams und es geht immer rund um Schiffe. Meistens aus Hamburg, aber heute jetzt mal hier aus Warnemünde. Kommst du aus Rostock? Nee, aus Hamburg. Aus Hamburg. Was hältst du denn generell von der Berufsübung hier? Ja, also kein Mensch braucht Krieg, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Aber auf der anderen Seite muss halt geübt werden. Ne? Von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde, aber ich finde es ein Stück weit auch beruhigend, dass überhaupt geübt wird und vor allem halt auch von den Nationen gemeinsam. Wie lange stehst du schon hier? Wie lange bleibst du da? Seitdem es angefangen habe ich, weiß nicht, um 8, Viertel nach 8 und wir warten jetzt, bis es fertig ist. Super. So lange, wie es dauert. Besten Dank. Magst du mir deinen Kanal auch noch verraten? Ja, Hamburg Hafen Live heißt der. Wie ist denn dein Name? Patrick. Wo streamst du? Auf Ja. TikTok oder YouTube? YouTube und Twitch. Twitch sogar. Klasse. Patrick, dann danke ich dir. Ja, euch noch einen schönen Tag, ne? Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss. So, Sogar sind ins wir auch im Fernsehen. geschafft Regio TV. jetzt. Nie gehört. Kennst du, Aber ich wollte gerade fragen, kennst du den Sender? Ja, Fettnäpfchen. Ja. Ja, ist natürlich immer doof, so eine Frage. Was hältst du davon? Ne? Dass Ja.
Aber ich glaube, da braucht man wirklich nichts zu sagen. Krieg will keiner, ne? Ja. Hat keiner Bock drauf, aber Krieg ist leider Realität. Die Barkasse auch wieder, die fahren hier mit den großen Schiffen mit. Mal wieder hier. Ja, das ist wieder die kleine. Ist auch immer die gleiche, oder? Ja, ich glaube. Vielleicht schaffen wir es ja endlich mal ins Fernsehen. Die ist aber bestimmt auch schon älter, die Barkasse, oder? Boah, ich glaube, da findet Weiß man das nicht so- jemand von euch, liebe Zuschauer, von wann diese Barkasse ist? Ich finde, so rein optisch könnte die auch aus den 70er Jahren Ja. stammen. Aber ich glaube, über so ein kleines Schiff findet man nicht viel im Internet. Das kann sein, aber wir haben ja auch den einen oder anderen, der sich gut auskennt bei den Ja. Zuschauern. Vielleicht weiß da zufällig jemand was. Ja, dann warten wir mal auf den nächsten. Ich glaube, die USS Paul Ignatius wird es dann. Da sind zumindest. Ist das der Zerstörer? Das ist der Zerstörer, ja. Okay. Danke für deinen Prime-Sub, Grumpy Greg Seafox. Willkommen an Bord. Tobias hat es mal rausgesucht. Motorbarkasse V18, 11,55 Meter lang, 3,10 Meter breit. 62 PS Motor. Ach, wie süß ist das denn? Aber Baujahr weißt du nicht zufällig, Tobias, oder? Abgefahren sagt, Baujahr der Serie war von 1986 bis 88. Okay. Kommen wir die Fähre rein, die Berlin. Na, war es das mit dem Regen? Der war so für 10,45. Ja, hinter uns ein bisschen grau sind die Wolken noch aus. Ich weiß es nicht. Ein bisschen Frachtverkehr ist auch noch, da kommt noch ein ganz kleiner Frachter rein. Und so wie es aussieht, wird der Tender, die Mosel, noch reingehen. Dann müsste auch demnächst irgendwo links da auftauchen. Und noch sieht man es nicht. Haben wir denn noch deutsche Schiffe, die auslaufen? Ja, die Frankfurt am Main, Ah ja. der Einsatzgruppenversorger, das ist ja das größte deutsche Marineschiff. Der müsste eigentlich rausgehen. Und die Bayern, die deutsche Fregatte. Aber ich habe am Montag mich mit so ein paar Schiffsbordern hier auch von Rostock unterhalten. Die meinten, es könnte auch sein, dass die erst am Freitag rausgeht. Die haben sich mit dem Lotsen unterhalten, die waren sich auch noch nicht ganz sicher. Wäre natürlich schade, wenn wir die nicht mehr raufbekommen. Also jetzt sagt das Regenradar, hier kommt nichts mehr. Es zieht alles an uns vorbei. Das war's wohl. Genau so wollen wir das haben. Was kommt denn da? Ja, und wieder die Frage, was hat diese Fähre oben da für einen Stiel zum Wegwerfen? Das ist kein Zahnstocher für einen Käsespieß, das ist ein sogenannter Flettner-Rotor. Und wer sich dafür interessiert, kann mal Flettner-Rotor oder Magnus-Effekt googeln. Der Magnus-Effekt, also die macht sich den Magnus-Effekt zunutze. Der Rotor dreht sich und dann entstehen Windströme an diesem Rotor. Und durch diese entstehenden Windströme wird dann Energie erzeugt. Und damit kann sie dann so um die 2 bis 5% an Energie einsparen. Ah, okay, deswegen kommt gleich noch ein kleiner Frachter rein. Der exportiert auch Rapsschrot. Deswegen hat er auch gewartet, bis der andere vorne raus ist.
Ah, der ist gerade hinter der Mole, ne? Ja, aber ist so ein kleines Ding. So an Frachtern sind das größte die Tanker, die ihr hier habt, oder? Ja, 250. Sie haben ausgebuddelt hier. Ich glaube 15 Meter haben wir jetzt hier Tiefe maximal. Für die größeren Tanker. Aber der Ölhafen, die Liegeplätze wurden noch nicht angepasst für größere Schiffe. Ich glaube, dann sollen bis 275 Meter Länge hier reingehen. Vom BSW? Hast du was Brauche ich Neues? nicht, Dankeschön. Nee, alles gut. Junger Mann, du? Nein, danke. Aber ich habe was für dich. Das hier kannst du dir mal durchlesen, wenn du willst. Wenn nicht, schmeiß es weg. Das ist mein Dankeschön. Gedicht. Das ist mein Gedicht. Weil ich weiß nicht, ob dir schon mal... Ich weiß, dass es im Geschichtsunterricht viel zu wenig darüber gibt. Welche Klasse gehst du? 10. 10. Na, weiß ich dann. Alles klar, Dankeschön. Ein Gedicht. Hast du sein Gedicht? Kai, nee, die war heute Morgen noch nicht da, die Berlin. Das waren, welche war das? Die Hackleberry Finn hatten wir gesehen. Und die mit dem anderen Flettner-Rotor war die Kopenhagen, Ja, glaube ich. Kopenhagen. Ne? Das ist die Berlin hier. Kommt hier sogar noch die Sonne ein bisschen raus. Ja, ein bisschen Sonne ist Zwischendurch nicht. zwischen den Wolken. Ist zwar fürs Licht gerade ein bisschen schlecht, aber für uns gut. 2,49 von Guido. Deine Zuschauerzahlen hätten die gerne. Ja. Ich weiß gar nicht, was hat denn so ein Regionalsender? Weiß man das, was die so... Falls zufällig jemand da so einen Beitrag irgendwo entdeckt, dann sagt doch mal Bescheid oder schickt uns mal irgendwie eine Nachricht. Jannik, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Schiffe das genau sind. Also insgesamt sollen an der Übung 50 Schiffe teilnehmen. Da werden allerdings auch die ganzen kleineren dazu gezählt. Jetzt, ich weiß gar nicht, von den großen Schiffen, was sind das, so 10, 12 oder so? Also von den ganz großen, wie die Absalon, die Fregatte oder so, sind es 5. 5, okay. Ja, aber hier sowas wie den polnischen und so, das zählen wir ja, kann man ja auch noch zu den größeren, interessanteren Da sind schon Schiffen ein paar mehr zählen. dabei. Aber manche, die in der Übung teilnehmen, sind noch nicht eingelaufen. Dann ist auch dieser eine Verband aus 7 Schiffen, ist ja gestern Abend schon raus. Ich glaube, viel liegt auch nicht mehr im Stützpunkt. Also den Zerstörer haben wir auf jeden Fall noch, ne? Der kommt auf jeden Fall raus, ja. Nee, Containerschiffe gibt es hier in Warnemünde nicht. Wird noch diskutiert drüber, ob hier was ausgebaut wird für ein Containerterminal, aber es ist nicht unbedingt Platz da. Alles um den Hafen drumherum ist Naturschutzgebiet. Da kann man nicht einfach so bauen. Sind auch schon viele Zuschauer weg. Ist schon deutlich leerer geworden hinter uns. Ich glaube, der NDR baut auch schon Er ab. hat schon abgebaut, ja. Anfänger. Die dachten sich auch, Mount Whitney ist durch. Ja. Er fährt ja auch die ganze Zeit rum mit seinem Einrad mit der Fahne. Ja, auf den Zerstörer sollten wir auf jeden Fall noch warten.
Am Stützpunkt, was man orten kann, ist noch die Braunschweig, die am Ausrüstungskai. Da fährt gerade noch ein Schiff aus Litauen, ein Kommandoschiff und diese ganzen britischen Schnellboote. Aber ich weiß nicht, ob die noch rausfahren. Nee, Stefan, die kommen heute Abend nicht zurück. Also die Übung, die findet jetzt draußen auf See statt und die kommen nicht wieder rein. Ich weiß nicht, ob da jetzt vereinzelt mal noch jemand hier in den Hafen kommt, aber eigentlich ist das nicht. Das ist schon, habe ich ganz vergessen. Wir haben auch noch eine polnische Fregatte drin, da sind auch gerade Stolper dran. Die wird wohl nach dem Zerstörer rausgehen. Ach cool, da haben wir doch noch ein bisschen was. Hier ist gerade die Frage, gibt es da irgendwo einen Spot, wo man auch in den Marinestützpunkt reingucken kann? Irgendwas Öffentliches? Schwierig. Von der Hafenrundfahrt kann man reingucken. Ja. Aber das ist alles Sperrgebiet, hier dürfen wir nicht so dicht dran fahren. Ja, ich glaube, einen Superplatz hatten wir letztes Jahr. Da war ich ja hier mit Conny auf dem Fairplay-Schlepper. Da sind wir bei Hansesee mitgefahren und auf dem Rückweg fand dann ja noch diese Helikopterübung oder Vorführung statt. Ja. Und da lagen wir mit dem Schlepper wirklich direkt am Stützpunkt. Das war cool. Ja, das, wo man wahrscheinlich am dichtesten rankommt, ist entweder Hafenrundfahrt oder vom Schnattermann drüben. Also einmal auf der anderen Wasserseite, aber man ist halt sehr weit weg. Da muss man den Fernglas mitbringen, damit man da irgendwas erkennt oder so. Das neue Zollboot hier. Ist ja Hoffnung, dass noch was kommt. Ja. Ist ja noch Hoffnung, dass noch ein paar Dinger kommen. Ein bisschen was kommt noch. Ja? Sind noch nicht alle durch, ne? Nee, noch nicht alle. Ich bin ein bisschen spät weggekommen, ich komme aus Schwerin extra. Oh, ja, der größte ist schon raus, die Mount Whitney. Konnte nicht früher weg. Ein US-Zerstörer kommt gleich noch. Ja, kommt Und ja, da sind die Schlepper auch schon dran. Und eine polnische große Fregatte kommt noch. Ja, hier ist nochmal die Frage nach Oskars Kanal. Vielleicht können wir nochmal den Link posten. Cruisefire 08. Ich habe es mir jetzt auch gemerkt. Können ja mal schauen. 637. Mal eben die Abonnentenzahlen verdoppelt. Ja, ist doch super. Dankeschön. Aber mehr als verdient. Also, ich glaube, heute geht der ganz große Dank an dich. Stimmt, hier ist nochmal der Hinweis, nach der Übung geht es dann für einen Teil der Schiffe nach Kiel, zur genau. Kieler Woche. Aber da haben wir eben schon gehört, nehmen gar nicht alle dran teil. Nee. Ja, die haben alle keine Lust mehr hier, die Zuschauer. Ja. Ja, ich denke mal, der Zerstörer macht los. Links neben dem Zerstörer sieht man auch die orange blinkenden Lichter von den Festmachern. Ja. Eigentlich müsste er jeden Moment losgehen. Aber der muss noch drehen, der liegt falsch herum drin. Da im Hintergrund sieht man den Zerstörer. Ich merke wieder ein paar Tropfen. Ja, da könnte ein bisschen was so rauskommen aus der Wolke da. Auf dem Regenradar war die schon gar nicht mehr zu sehen. Wir wollen die Sonne zurück. Nina, ja, du kannst dir das Ganze auch später nochmal angucken. Also der Livestream, der bleibt natürlich gespeichert. Also eine Nieselwolke soll etwas unterhalb von uns vorbeiziehen. Also ein bisschen was könnte vielleicht drüber kommen. Aber eigentlich steht nichts mehr drin.
Stream. Hier ist die Frage, wann ist die Warnemünder Woche? Gibt es sowas? Ja, das ist in den, wo war das, in den Sommerferien? Ich weiß gar nicht genau, wann die ist. Aber da ist, naja, eigentlich mehr an Land als auf dem Wasser los. Also hier mit Bummelmeile ist denn hier Karussells und aus Fredericia kommt die jetzt aus Dänemark. Komplett leer. Jetzt sieht man noch mal die Mount Whitney von der Seite dahin. Stimmt, da kann ich noch mal gucken. Oh, die ist natürlich schon verdammt weit weg. Ja. Und da kommt der Tender da hinten links. Da sieht man ihn. Bitte? Machen die schon Halt an die Schiffe? Nee, der war noch gar nicht da. Der war eigentlich angekündigt jetzt für das Auslaufen auch, aber ich glaube, der läuft jetzt erst ein. Aha. Die Mosel ist das. Versorgungsschiff oder? Ein Tender ist das. Das ist das Kommandoschiff. Da, ne? Ja genau, das ist die Mount Whitney. Die Wagenknechte haben sich auch entfernt. Ja. Aha. Und beim neuesten Video hat Regio TV einen Kommentar geschrieben. Ach cool. Aber die haben Werbung einfach nur für sich selber gemacht. Die haben Werbung für sich selbst gemacht? Ja. Pfui. Das ist der größte Privatsender MV, haben die geschrieben. Ja. Also anscheinend ist er doch wohl ein bisschen bekannter. Ich habe einmal Material an RTL gegeben, die hatten mal angefragt bei mir. Haben sie dann auch schön Credits gegeben, stand drunter Quelle YouTube. Gesagt, Dankeschön. Dann kam die nächste Anfrage, habe ich gesagt, 500 € Vorkasse. Wollten sie dann nicht mehr. Ja. Panda Danger schreibt, die Braunschweig scheint abzulegen. Oh ja. Mit einer deutsche Korvette. Gestern war die Hafenrundfahrt besser ausgebucht. Naja, gut, jetzt mitten in der Woche, keine Sonne, Regen. Nee, und vor allen Dingen wollten alle Schiffe gucken. Ja. Ja, und das Wetter ist natürlich auch. Eigentlich sollte ich mich auf den Weg machen, wenn ich noch trocken nach Rostock will. Naja, also laut dem Regen hat also eigentlich nicht mehr viel runterkommen. Oh, da kommt das Ich kann ja auch mit Da kommt was. Kommandoschiff aus Litauen. aus Litauen. Ja, gar nicht mal so klein. Marine haben sie die Litauen. Ja, aber ist, Luftwaffen haben die. aber ist vieles aufgekauft. Ich habe ja gestern mich informiert. Ja. Die ganzen Minensucher, das waren alles norwegische Schiffe, die sind alle aufgekauft. Hier kommen die von der Seebestattung noch wieder. Seebestattung. Brauchen aber lang für den Zerstörer. Normalerweise an Frachtern ziehen sie nicht so lange rum mit den Schleppern.
Die machen aber noch andere Sachen außer Seebestattung, oder? Ja, ich glaube, man kann das auch mieten für Hochzeichen, Jugendwein, was auch immer. Aber ich glaube, das Hauptgeschäft sind die Seebestattungen. Da gibt's Muss noch ja- einen muss anderen, ja laufen. Ja, anscheinend. Also die fahren tagtäglich immer 1-2 Mal raus. Also wie es aussieht, wird der Tender da hinten noch reinkommen. Sonst fahren die eigentlich nicht so dicht hier lang. Klaus schreibt, da möchte er Kunde werden. Ja, muss man im Voraus reservieren, wenn man noch lebt. Oder die Angehörigen, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall einiges nochmal unterwegs. Also der aus Litauen kommt jetzt, ein kleines polnisches, Braunschweig ist unterwegs, US-Zerstörer und die polnische Fregatte hat auch abgelegt. Da ist nochmal einiges hintereinander weg. Westzerstörer kommt auch. Ja. Da muss ich, kann ich mir nicht entgehen. Auch hart. Ja, aber hier ist wirklich kaum noch jemand im Vergleich zu vorhin. Alle weg, ne? Alle weg. Die dachten sich auch nach der Whitney, Mount Ja. Whitney, ist vorbei. Es war auch irgendwo angekündigt, dass Dass es sie eigentlich das mit letzte Abschluss- ist, ja. Haben sie sogar Das erst war gesagt, glaube ich, aber gestern im Nordmagazin oder so. ja. Das amerikanische Kommandoschiff würde den Abschluss. Aber nee. Kann ich noch auf meine schlaue Liste schauen? Kannst du da die Kennnummer erkennen? Dann kann ich noch ein paar Infos dazu nennen. Das ist die N42. 42. Wo haben wir sie denn? Da, N42. Die J. Wingis, ein Kommando- und Versorgungsschiff aus Litauen. 64,8 Meter lang, 12 Meter breit und 4 Meter in der Tiefe. Maximalgeschwindigkeit 15 Knoten. Besatzung sind 50 Mann. Baujahr 1977. Die Bewaffnung sind 2 Hauptgeschütze, 2 stationäre Maschinengewehre und 320 Seeminen, also bis zu 320 Seeminen. Und es war war ehemals ein Minenleger aus Norwegen, bis ihn dann Litauen aufgekauft hat und ein Versorgungsschiff umgerüstet hat. Und dahinter kommt auch noch was Kleines. Ja, das ist so ein kleines polnisches Ding. Das sind Küstenminenboote. Mhm. Ja, da muss man gucken, wenn er ein bisschen dichter ist. Das erkennt man noch nicht, das ist zu klein. Auch beide Polen kommen raus. Dann kommt auch noch ein zweiter hinten. Das ist gerade das Segelschiff jetzt davor, aber
Platz auf den reinkriegen. Ne? Das Neueste ist es nicht mehr. Nee. War voll belegt, das Segelschiff hier. Da waren die Leute drauf. Jetzt kommt noch ein bisschen Sparkassenwerbung. Oh ja, schwedische Flagge. Ja, und auch Segel auch oben, Schweden. Aber die sponsert die Ostseesparkasse. Da steht da 640, steht gleich bei dem dran. Schau mal. Da war Traktion. ...640. Also das ist die ORP Naklo. Das ist ein polnisches Minensuch- und Legungsboot. Das ist 38,5 Meter lang, 7 Meter breit und 1,6 Meter in der Tiefe. Maximalgeschwindigkeit sind 14 Knoten. 30 Besatzungsmitglieder, Baujahr 1990. Hat eine Zwillingsflugabwehrkanone und ein Minenräumgerät, also so ein Unterwasserdrohnen-Dingsens. Es gehört zur 12. Minenräumdivision von Polen an. Und es ist ein Kunststoffrumpf. Schwarze Schaf fragt, ob wir etwas von der Red Storm Bravo Übung in Hamburg streamen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das etwas wird, wo man guten Stream von machen kann. Übers Straße aus kommandiert. Ja, dann kommt die Braunschweig jetzt raus aus dem Stützpunkt. Ja, jetzt kommt die Braunschweig. Das ist eine Marinebarkasse. Die fahren hier mal mit. Ich glaube, das sind wir hier zum Filmen drauf oder so. Da sind jetzt im Marinestützpunkt, glaube ich, nur noch diese Schnellboote aus Großbritannien. Haben die Musik an? Ich glaube, die haben Musik an. Das hört sich zumindest an. Irgendwo ist eine Stimmung. Ich denke mal, das ist der Pole, der hier noch kommt.
sollte ich auch Infos zu haben. Ja, das ist klasse. Jetzt kommen ein paar dickere Tropfen. Also das ist die ORP Mamri, Kennnummer 643, ebenfalls ein polnisches Küstenminensuchboot und auch Küstenschutzboot. 38,5 Meter lang, 6,8 Meter breit, 1,6 Meter in der Tiefe. Geschwindigkeit sind maximal 14 Knoten. 30 Mann Besatzung, 1992 gebaut. Besitzt eine Zwillingskanone und 2 Wasserbombenwerfer und Kapazität bis zu 24 Seeminen. Das sind die auf dem Schiff mit der Musik. Die mögen es etwas dramatischer. Ja. Genau, das Boot hat auch einen Kunststoffrumpf und hat eine Dekompressionskammer für Taucher. Dann kommt die Braunschweig als nächstes. Definitiv polnische Musik. Ja. Ja, und da hinten sieht man die polnische Fregatte. Links neben der Merkur 2. Ja. Braunschweig. Mit der NATO-Fahne, glaube ich, gehisst. Ja. Also es ist die Braunschweig mit der Kennnummer F260. Das ist eine deutsche Korvette. 89 Meter lang, 13 Meter breit und 3,4 Meter Tiefgang. Die Maximalgeschwindigkeit sind 26 Knoten, 65 Mann Besatzung, Baujahr 2008. Die Korvette hat ein Bordgeschütz, 2 MLGs, 2 Flugkörperabwehrkörper, 4 Seezielflugkörper, 2 Torpedos und Drohnen. Sie ist für Patrouille und Aufklärung in küstennahen Gebieten und Seewegen zuständig, ist für einen Helikopter ausgelegt und gehört mit zu den modernsten Korvetten der Welt.
aber so Soldaten an Deck, wie beim Hafengeburtstag, stehen haben wir jetzt nicht viele gesehen. Nee, ne? Die sind irgendwie alle Dritte. Schrauber hatte ich auch an Bord. Kann er landen, an Bord nicht. Bei den Korvetten, die haben einen Hangar hinten für den Hubschrauber, aber bei denen nicht. Ich glaube, das war aber hier der Das Ausflugsdampfer, war die der gehupt Mecklenburg, hat. ja. Nee, wenn die Korvetten hupen, die haben so ein richtig lautes Dröhnen. Die sind ein ordentliches Horn. Nee, hier ist kein Hangar. Nee. Ja. Obwohl sie sich ja ordentlich Zeit gelassen haben. 8:30 Uhr beginnen, kam der erste, wie viel ist es jetzt? 11:30 Uhr. Und jetzt sind noch nicht alle draußen. Ja. So, hier die Mecklenburg. Nicht einer mal ein Horn da gelassen. Ne, beim Einlaufen waren ein paar. Also Frankfurt am Main. Ich kann mir vorstellen, dass die beim Auslaufen wieder hupt. Die hat beim Einlaufen ein bisschen. Die war auch zwischendurch. Ich glaube, vorgestern ist die auch noch einmal ausgelaufen. Aber dann jetzt wieder rein. Zuerst war ja sogar Flugzeugträger angekündigt. Ja, Passt der überhaupt rein hier? Vom Tiefgang her? also es kommt nur an, welche man hat. Also die Ami-Dinger würden hier nicht reingehen. Aber aus Spanien, die haben welche. Das würde passen, aber bevor das in den Medien stand, das gab nie eine Bestätigung. Bei den letzten Balltops-Übungen war immer einer dabei, deswegen haben die vermutet, dass hier auch einer sein wird. Ja, der Tender wartet wohl noch draußen, bis hier alle durch sind, dass sie rein können. Spanier haben einen, Franzosen haben einen oder zwei. Ne? Ja. Also auch die Italiener haben ja auch einen. Ne? Ja. Die Briten haben zwei. Ja, von Großbritannien war ja einer in Hamburg letztes Jahr. So, jetzt mal umschwenken. Mit den komischen Doppeltürmen. Guck mal, da hab ich bestimmt auch noch Infos zu. Das ist eine polnische Fregatte. Oh Gott, mit einem unaussprechbaren Namen. Das ist die ORP General Tadeusz Kościuszko oder so. Mit der Kennnummer 273. Eine Lenkwaffenfregatte. 135,6 Meter lang, 13,7 Meter breit und 7,5 Meter in der Tiefe. Maximalgeschwindigkeit sind 29 Knoten, 215 Mann Besatzung, das Baujahr 2002. Sie hat ein Schnellfeuergeschütz, 160 Flugabwehrraketen, 23 Torpedos, 2 Maschinengewehre. Sie hat Platz für 2 Helikopter und wird im Kampf gegen U-Boote, feindliche U-Boote eingesetzt und ist für Luftabwehr und Schutz von Seewegen zuständig.
Aber 160 Flugabwehrraketen, das ist ordentlich. Die wird da ordentlich was drauf haben. Das war's dann, oder? Nee, der Zerstörer kommt noch. Ja. Die Bugform sieht schnell aus. Hattest du die Höchstgeschwindigkeit auf deinem Spickzettel? Ja, die hatte ich gesagt. Das waren, wenn ich nochmal aufgucke, wenn ich sie nochmal finde, 29 Knoten. Ja. Also ist schon ordentlich. Das geht schon. Für so ein großes Schiff. Also knapp 60 km/h, das ist schon. Keine Ahnung. Falsche Seite, Jungs, falsche Seite. Was hat das zu sagen, wenn wir dieses blaue NATO-Zeichen dran haben? Das ist ein Schiff aus der NATO-Flotte. Ist. Unter NATO-Kommando, nicht unter polnischen oder irgendwie sowas. Ich glaube, Polen hat da schon Einfluss. Ja, ja. Ist ja ein polnisches Schiff. Aber er wird wahrscheinlich vorrangig von der NATO aus kontrolliert. Schon dieser Regen, aber da hinten ist es wieder hell, also wird wohl gleich aufhören. Kann nicht so doll werden, ne? Nö. Beeindruckende Flotte hier gewesen. Mhm. Ich bin live. Der Zerstörer ist auch unterwegs. Oh, und da vorne ist auch noch irgendwas. Ist noch was Kleineres da vorne. Aufhört hier zu regnen, wäre ganz schön. Und an der Bayern geht es wohl auch los, meldet der Chat. Ah, okay.
Aber so wie die Fahnen wehen, müsste eigentlich der helle Teil von den Wolken zu uns kommen. Also wird wohl gleich aufhören, hoffe ich mal. Noch ist es alles nicht schlimm. Ein bisschen Nieselregen. Ja. Nach Nordosten weg. Oh, der NDR haut ab. NDR ist weg. Ja. Die haben einen halben Tag Urlaub. Wirklich sehr interessant heute. Schreibt die Dana. Danke dir für 13 Monate. Ist auch komisch, diese Zerstörer. Die meisten Schiffe haben entweder gar kein AIS oder sind unter den Kennnummern abgespeichert. Aber der ist immer beim Einlaufen, wurde der als Miss Amalia, als Segelschiff gemeldet. Jetzt am Auslaufen heißt er Al-Shadinga und ist ein Motorboot. Also irgendwie... Dann haben die haben wahrscheinlich so eine ganze Bibliothek an Namen, die sie verwenden können. Da kommt ja doch der Zerstörer. Ja. Ja, dann drehen wir jetzt mal um. Oh, da werden wahrscheinlich die Deutschen einen Abschluss bilden mit unseren Schiffen. Ja, dann war das doch die so gedampft hat. Wenn man bis weiter oben links kommt, die raucht schon ordentlich. Da kommt einiges raus. Gucken, was das davor ist. Kleine ist die M54. M54. Mal schauen hier. Da. Das ist die LNS Kurses, Kennnummer M54. Das ist ein Minenjagdboot aus Litauen. 60 Meter lang, 10 Meter breit, 3,5 Meter im Tiefgang. Maximalgeschwindigkeit sind 15 Knoten, 40 Mann Besatzung, Baujahr 1982. Hat ein Hauptgeschütz, 2 stationäre Maschinengewehre und einen Minenräumroboter. Das Schiff wurde von Litauen übernommen, war ursprünglich ein norwegisches Schiff und ist für Minenabwehr und auch Minenjagd gebaut, aber bietet auch Begleitschuss für Geschwader. Litauen scheint gerne in Norwegen einzukaufen. Ja. Ja, wir kriegen genau den Teil, wo kein Regen ist, auch hier. Aber interessante Fahnen da hinten wehen. Ja, ja. Das sieht aus wie die finnische mit der litauischen oben in der Ecke drin. Die finnische, das Kreuz eigentlich ein bisschen weiter links.
Kriegsflagge da. Früher noch mit Markenkreuz drin. Wie mal, das war in den 70ern oder so, war in der DDR Flottenbesuch von den Finnen. Und die lagen im Stadthafen und da wehte dann die finnische Flagge mit dem Hakenkreuz. Allerdings andersrum als im Dritten Reich. Und ich bin nach Hause, Mutti, da liegen Schiffe, Hakenkreuz, geschwitzt. Aber die haben sie dann irgendwann abgeschafft. Mit der Swastika drin, Kriegsflagge. Rüber hier auf den Zerstörer. Der Zerstörer ist jetzt ein amerikanischer, ne? Ja. Der ist relativ neu. Wenn ich den jetzt hier mal finde auf meiner Liste. Und die Berlin kommt auch schon wieder raus. Ja. Da. Die USS Paul Ignatius mit der Kennnummer DDG 117. Sein US-Lenkwaffenzerstörer. 155 Meter lang, 18 Meter breit und Tiefgang von 9,4 Metern. Das ist das tiefste Schiff, das an der Übung teilnimmt. Geschwindigkeit bis zu 30 Knoten, 380 Mann Besatzung, Baujahr 2017. Wenn so ein Schiff mit 30 Knoten durchs Wasser fliegt. Ja, die sind so tief, weil die Mörser für ihre Raketen so tief im Wasser drin haben, die Senkrechtstarter. Sie haben ein Hauptgeschütz, 96 Jagdraketen, 96 Flugabwehrraketen, 2 Geschütze, 2 Maschinenkanonen, 2 Dreifach-Torpedos und 2 Hubschrauber und ist in Spanien stationiert und gehört zur 6. US-Flotte. Was macht der denn da vorne? Was haben die denn jetzt vor? Ach, die bauen den Mast ab. Vorne den. Ach so. Ja, 30 Minuten. Das war 60 km/h mit so einem riesen Schiff, das ist schon. Ja. Aber ein bisschen Farbe kommt Ja, der Rost läuft schon runter an den Seiten. Da hinten steht der Name dran, in Rot.
Das war die Fähre, ja. Das ist normalerweise mal aus dem Weg liegt, aber sieht das irgendwie nicht so aus, als wäre aus dem Weg. Dirk Jürgens, Nee, ganz nice. lieben Dank für 5,99 Superchat. Aber die muss ja auch gut aussehen. Das sehen ja viel mehr. Das Schiff, das sieht ja, kommt ja eigentlich fast keiner zu Gesicht, den Zerstörer. Da ist ja die größte Zeit auf dem Wasser. Da kommt wieder ein Flettner-Rotor, die Berlin, schon wieder auf dem Rückweg. Flettner-Rotoren sind nicht unbedingt eine Ziel. Nee, so hübsch sieht es nicht aus, aber es erfüllt ja seinen Zweck. Ja, ja. Aber so ein Zerstörer ist schon beeindruckend. Großes Ding. Ja, Mit dem sollte man sich nicht anlegen. Ja. Da steht da oben der Kapitän in der Ja. Lok. Ich habe neulich mal danach gelesen über diese Flettner-Rotoren. Die haben ja den größten Wirkungsgrad, wenn der Wind in rechten Winkel zur Fahrtrichtung auftrifft. Ja. Und dann ist hier so günstig, weil Warnemünde, Jezer in fast perfekter Nord-Süd-Richtung läuft, die Strecke, und wir meistens Westwind haben. Ja. Und deswegen hat die Reederei sich dafür entschieden, aufzusetzen. Ja, das gibt's schon. 20er Jahre. Ja. so, was haben wir jetzt noch? Die Die Bayern. Frankfurt, oder? Frankfurt eigentlich auch noch, ja. Und je nachdem, ob der Tenner draußen noch reinkommt, aber der hat gerade gedreht und fährt in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob er noch reinkommen soll. Die Bayern fährt auch schon. Ach, die Bayern noch, ja. Und an der Frankfurt sind schon die Schlepper dran. Ah, okay. Ja, dann können wir die auf jeden Fall ja noch mitnehmen. Die britischen Schnellboote bewegen sich nicht. Aber je nachdem, wie lange die noch brauchen, sehen wir nachher noch die Peter Pan. Das sind die neueste TT-Line-Fähre. Dann die älteste und dann die neueste. Ah, da sieht man sie auch schon, die Bayern. So. Der Skorpion. Ja, es kommt immer wieder die Frage nach diesem Turm auf der Fähre. Googelt mal das Thema Flettner-Rotor und Magnus-Effekt. Wir haben das schon 2-3 Mal erklärt. Die Frage kommt immer wieder, ist ein interessantes System, um Energie zu sparen. Aber jetzt, glaube ich, gehen wir mal da hinten. Endlich mal ein Fairplay-Schlepper. Aber hier der Skorpion, der ist auch nur da, weil die Annika ist ja abgebrannt, Frau Kühlungsborn. Und der war im Prinzip schon so gut wie auf dem Schrott. Den haben sie dann aber wieder fahrtüchtig gemacht.
als Bunkertanker für die Kreuzfahrtschiffe und Fähren. Ah, okay. Aber wenn man mal so ein Kreuzfahrtschiff sieht, das kommt rein. Sah auch schon ein bisschen älter aus. Ja, 1970 Baujahr. Was der auch für Manöver durchführt. Ich habe schon mal gesehen, da lag ein Kreuzfahrtschiff quer drinne und der ist nicht rangekommen, dann hat er noch einen Lotsen und einen Schlepper genommen. Also manövrierfähig ist er auch nicht mehr so unbedingt. Das ist die Fairplay 20 ist da Ja, die ist vorne. eben dran gewesen. Ja, die war vorne, ist jetzt auch schon wieder Losung. Ja, da fährt sie. Ja, die sieht ein bisschen massiger aus als die dänische vorhin. Die sah so glatt aus. Die sieht eher ein bisschen mehr wie so ein Panzer aus. Was ist Besonderes an einem Fairplay-Schlepper? Ach, was heißt Besonderes? Wir mögen die einfach ganz gerne, weil wir halt einen ganz guten Kontakt zu Fairplay haben und wir die in Hamburg natürlich auch oft sehen. Am Schlepper selbst ist jetzt nicht so was Besonderes, aber wir sind Fairplay-Fans. Dominik möchte wissen, ob Hamburg Hafen Live eigentlich mein Hauptjob ist. Mittlerweile ist es so, dass Hamburg Hafen Live ein großer Teil unseres Einkommens geworden ist. Quasi vom Hobby zum Beruf. Aber eigentlich bin ich ja Fotograf und Videograf. Und daraus hat sich das Ganze aus einer fixen Idee entwickelt. Die Bayern war auch schon viel international unterwegs, also in großen amerikanischen Verbänden mitgefahren. Kann man die Infos hier mal rausholen? Oh, wir haben auch die 45.000 Abonnenten geknackt auf YouTube. Danke, ihr Lieben. Dickes Dankeschön. Und auf Twitch mit dem neuen Prime-Sub, der Excel-Gott. Was macht der Excel-Gott? Also wenn du mal eine Frage zu Excel hast, fragst du den Excel-Gott. Hast du noch Infos dazu? Jawohl, also die Bayern mit der Kennnummer F217, eine deutsche Fregatte, 143 Meter lang, 17,4 Meter breit und 6,05 Meter tief. Maximalgeschwindigkeit sind 29 Knoten. Besatzungsmitglieder hat sie ca. 230 und ist Baujahr 2004. Sie hat Flugabwehrraketen, Bordgeschütze, Torpedos, Raketenwerfer und 2 MLGs. Sie wird eingesetzt für die Flugabwehr und den Geleitschutz von internationalen Verbänden und ist trotz ihres Alters von 2004 Baujahr auch noch eine der modernsten der Welt. Und da dreht sich schön viel oben an Deck. Ja. Weißt du, was dieses hintere, was sich da dreht, ist mit diesem netzförmigen, halbrunden Körper? Also das habe ich bis jetzt nur auf Schiffen gesehen, die für Flugabwehr da sind. Also vielleicht hat das irgendwas mit Überwachung von Luftfahrzeugen zu tun. Aber genau wissen tue ich es nicht. Ich bin mir sicher, wir kriegen gleich Info im Chat. Weiß das jemand von euch, was dieses hintere wird wahrscheinlich ja auch eine Art von Radar sein? Vielleicht auch ein Sonar oder so? Ich weiß es nicht. Ein Luftraumüberwachungsradar. Ah, okay. Oh, ich muss mal schnell einen Akku wechseln. Ne, die ist baugleich. Baugleich? Schwesternschiffe, ja. Ja, aber da stehen jetzt mal ein paar Soldaten. Ja, und schön beflaggt ist sie. Ja.
Die hat auch ein richtig kräftiges Horn. Die war zu Hanses hier, das Schwesternschiff, die Hessen da. Die hat ein ordentliches Horn. Aber leider lässt es heute keiner los. Nee. Weißt du, wie schnell die ist? 29 Knotenspitze. Oh, da winken sogar ein paar. Und achtern in Reih und Glied. Ja. Die hat offensichtlich auch geschaut. Ja, bis zu 2 Stück haben die. Glückwunsch zu 45.000 und nochmal danke an Oskar für die Infos von Andreas Westphal, der jetzt auch schon seit 14 Monaten dabei ist auf Hamburg meine Perle. Dankeschön. Eine Fregatte, eine deutsche. Und Robert Kröber. Grüße, mein Lieber. Ein 5er-Pack Mitgliedschaften. Herzlichen Dank, Digga. War's das jetzt? Nee, Nicht? das größte deutsche Marineschiff kommt gleich noch. Ein großer Versorger. Ach so, ja. Ach, der Einsatzgruppenbesser. Genau. Weil um 12 sollen angeblich alle draußen sein. Ja. Also fehlt jetzt eigentlich nur noch die Frankfurt, oder? Nur noch die Frankfurt, ja. Ist schon, sind schon dran, ne? Aber mal interessant. Mal Ja. ganz andere Schiffe als das, was wir sonst sehen in Hamburg. Ich finde es cool. Beeindruckende Armada. Ja. Mir macht es richtig Spaß. Der Regen hat uns jetzt auch Ja, halbwegs in Ruhe gelassen. Petrus Ja. auf unserer Seite. Das hätte auch anders kommen können. Da hinten das sieht richtig. Ja, da hinten sieht es nicht so freundlich aus. Aber die polnische Fregatte wartet da draußen vielleicht auf die Bayern. Die liegt ja die ganze Zeit. Sahnehäubchen wäre ja mit einem Drohnenflug noch gewesen. Und was? Mit einem Drohnenflug. Ja, das darfst du hier nicht. Die darfst du hier nicht. Nee, wegen Marinestützpunkt. Ja, ja. Und auch noch, hier muss auch noch irgendein Heli-Landeplatz sein. Ich glaube, der ist da hinten irgendwo hinter. Ja, und Ja. im Moment sind sie auch sensibel. Das, Heli-Landeplatz ist kein Problem. Das kriegst du schnell, da kriegst du schnell die Genehmigung. Aber Ja. Marinestützpunkt schreiben sie 8 Wochen vorher. und das waren ja auch schon genug Flüge
über Militärobjekten in letzter Zeit. Muss ja auch nicht jedes Mal sein, die Drohne. Und zur Hanseshehl schon was geplant? Nee, Aber- noch nichts geplant. Aber wahrscheinlich, ne? Mal gucken. Also wenn, vielleicht ergibt sich das wieder, dass ich bei Fairplay wieder mitfahren kann, wenn die da wieder eine kleine Begleitfahrt machen. Das wäre natürlich ganz cool. Tja, aber zur Hanseshehl gibt ja schon die Liste mit den Schiffen. Sieht jetzt nicht so Ist prickelnd nicht so aus. prickelnd. Von Jahr zu Jahr werden es immer weniger. Ja, ja. Vor allen Dingen, Aber wenn wir auf dem Schlepper mitfahren können, dann ist es egal, was für Schiffe an uns vorbeifahren. ja, und dann die Großsegler aus Russland, die fehlen eh. Ja, die sind ja schon länger nicht mehr da. Krusenstern Die und Sedov. Krusenstern und Sedov und was alles in den 90ern gekauft. Ja, das waren ja, oder sind immer noch die größten Segelschiffe der Welt. Aber komischerweise steht nicht mal die Gorch Fock drin auf der Liste. Von der Marine steht auch nichts drin. Ein Fahrgastschiff. Das Besonderste zur Hanseshehl ist die Medem, französischer Großsegler. Der hat letztes Jahr das Olympische Feuer nach Paris gefahren. Und der mexikanische Großsegler, der jetzt hier in die Brücke gekracht ist. So war das. Das war eben Rosa, ja. Der war auch hier. Der lag im Stadthafen. Das war vor 2 Jahren. Und ich glaube, die Elba 1 soll noch kommen zur Hanseshehl. Das ist ja auch ein großes Segelschiff. Schauen, wie es bei der Frankfurt aussieht. Also Schlepper sollen wir schon dran sein. Ja. Aber wegen tut sie sich noch nicht. Die Polizei liegt aber schon drumherum. Boah, der Stream läuft auch schon seit 3 Stunden 42. Wahnsinn. Das weiß ich jetzt nicht genau. War doch als Reparation nachher an die Sowjetunion. Schau, die Mosel hat wieder abgedreht, fährt in die andere Richtung Okay. weg. Die Ja. will wohl nicht mehr rein. Gut, ja, dann warten wir jetzt noch auf die Frankfurt. Ansonsten ist gerade mal mau. Und die Warnow hat drüben angelegt an dem Teil da drüben. Ja, und die Barkasse ist natürlich auch unterwegs da, ne? Die Militärbarkasse. Die machen heute richtig Meilen. Oh, guck mal, da hinten haben wir noch einen Heli. Mal gucken, ob ich den noch schnell erwische. Boah, der ist jetzt aber auch weit weg. Aber von den angeblich angekündigten 50 Schiffen hat man jetzt nicht allzu viel gesehen. Und sie haben auch geschrieben, dass noch 25 Flugzeuge mitfliegen sollen. Einen haben wir gesehen, einen Jet da hinten.
Ja, es waren 50 angekündigt, da haben sie aber auch die ganzen Kleinen mit Ja, da haben sie alle zugezählt. Einige mitgezählt. Kleine haben wir gesehen, aber es sind nicht alle hier im Hafen gewesen. Ja. Einige sind draußen geblieben. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn jetzt gesehen? Noch ein paar 20? waren schon. Also- Ja, könnte hinkommen. Aber mehr als 20 waren das, glaube ich, auch nicht. Nee. Und von den 25 Flugzeugen hat man auch nicht viel gesehen. Glocken läuten, Funkzeit. Ein Oscar für Oscar. Im Stützpunkt soll wohl noch irgendein litauisches aufgetaucht sein, schreibt gerade Oh ja, stimmt. Panda Dinja. Das stimmt. Ja, das hat gerade wieder AIS angeschmissen. ...748 Abos hast du jetzt, schreibt jemand. Oha. 748. Das geht doch schon mal. Aber nicht, dass du jetzt unter Druck bist zu liefern. Nee. Normalerweise 2 Videos die Woche immer in der Saison von April bis November. Und sonst immer nur 1 die Woche. Manchmal auch mehr. So jetzt zu Bolt Ops hatte ich glaube 4 Videos die Woche. Aber ein paar Leute hinter uns harren auch schon seit Beginn aus. Also das war hier mal vorhin deutlich voller. Ja, das stimmt. Aber hier auf den Stühlen ist es schon die ganze Zeit. Ein NDR-Auto steht da aber noch. Ich denke mal, die sind Essen. Ne? Das kann sein, ja. Aber gut, wenn alle die Info bekommen, dass der Mount Whitney den Abschluss bildet, der fährt raus, dann ist ja logisch, dass dann viele abhauen. Hier ist die Frage für den Lokalen. Mündet in Warnemünde eigentlich die Warne? Warnow. Warnow heißt die, mit W am Ende geschrieben. Ja, genau. Das ist dann also Ober- und Unterwarnow. Ich weiß, da wechsle ich jedes Mal. Ich glaube, das hier ist die Unterwarnow, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die Warnow ist eigentlich ein relativ kleiner Fluss. Aber das hier oben wurde ja alles ausgebaut, das ist der Breitling. Also eigentlich, gut, das sehen Leute jetzt nicht, aber der alte Strom, das ist die Warnow, das war die Hafeneinfahrt von Warnemünde. Moment. Also, wenn man hier also rumschwenkt, hier stehen wir Da wo der übrigens. Seenotrettungskreuzer liegt, das ist der alte Strom, das ist die ehemalige Hafeneinfahrt von Warnemünde. Und hier vorne, wo wir jetzt stehen, war der Fernleger. Den sieht Stimmt, man auch da noch, hinten ist noch so eine alte Rampe. Genau. Genau. Und dann irgendwann zu DDR-Zeiten, glaube ich, als das nicht mehr ausgereicht hat, weil die Schiffe zu groß wurden, haben sie hier einen riesen Kanal gebaut. Das ist der neue Strom, wo wir jetzt hier dran stehen. Eisenbahnfähre. Eisenbahnfähren gibt es noch, die Skone aus Stena Line. Ja, Die ja, befördert noch Eisenbahnwaggons. Das ist die letzte europaweit. Ist die Kassau wieder da vorne? Ich bin hier nach 1991 oder so mit dem Zug rauf Ja. und nach Jeza rüber. Arthur, der Kollege aus dem Hintergrund, das ist der Oscar. Ja, okay, es kommt noch ein Frachter raus. BBC Brisbane. Mit Windkraftteilen. Da wird es auf jeden Fall noch vor die Frankfurt legen. Die Frankfurt ist auch noch fest, noch bewegt sich da gar nichts.
Zeit für einen kleinen Snack. Aber der aus Litauen hat Gas gegeben, da wird er auch gleich irgendwo rauskommen. Thomas schreibt, die Frankfurt ist unterwegs. Ja, hat sie abgelehnt. Ja, Bausi, ich raschel auch im Kino. Ich werfe auch die Leute vor mir mit Popcorn. Naja, 0,2 Knoten bei der Frankfurt. Es schiebt sich langsam seitwärts weg. Da in dem Turm ist übrigens, glaube ich, Wasserstraße- und Schifffahrtsamt, ne? Ja, WSV. das ist die, praktisch die Verkehrsleitzentrale, aber von ganz MV. Also hier wird Stralsund, Wismar, der Weg um Rügen rum und Rostock. Dann bekommen die Schiffe hier alle ihre Kommandos und müssen sich melden. Wobei jetzt Stralsund und Wismar nicht allzu hohen Frachtverkehr hat. Aber da sind auch die Lotsen sind da drin. Da ist einiges noch mit drin. Soweit ich Bescheid weiß, ist das Gebäude auch komplett abgeschnitten praktisch vom Stromnetz. Also wenn der Strom ausfällt, kann sich das alles noch aufhalten, eine Zeit lang. Paul Seidon fragt, ob Hohe Düne ein 1 Kilometer langes Hotel ist. Naja, 1 Kilometer wird es nicht sein, aber ich kann euch das ja mal zeigen. Es ist Yachthafen-Residenz Hohe Düne. Ne? Ja. Kilometer ist das nicht lang, aber es ist schon relativ lang gezogen. Also einmal diese Gebäude und dann, wenn man aber weiter schwenkt, da gehören noch einige hier, die im Hintergrund und hier rüber dann auch noch. Haben sehr schöne Zimmer für Shipspotter mit Balkon. Ja, das ganze Grundstück gehört dazu. Ja, du kannst alles mieten. Da haben auch schon sehr hochgradige Leute drin übernachtet. Gerade die Zimmer weiter nach vorne hier, die sind auch unbezahlbar. Und Skandal als es gebaut wurde. Skandal nach Mann. Fördermittel und so weiter und so. Stimmt, eine Robbenstation gibt es hier auch. Das ist das Weiße da vorne. Das Weiße, ne? genau. Kann ich auch mal drauf schwenken, aber ich glaube, da sieht man nicht viel, oder? Nee,
Aber manchmal bei Ostwind hört man die Robben. Ja. Aber hier in der Yachthafenresidenz gab auch schon Leute, die haben sich schon beschwert, dass es hier immer nach Abgasen stinkt. Generell drüben in Hohe Düne, wenn die Kreuzfahrer liegen, haben sich schon viele beschwert, dass es dann immer zu doll stinkt. Solange sie sich nicht beschweren, wenn hier gehupt wird. Und das gab's auch, deswegen hupen sie ja weniger. Ja. Jetzt fällt der NDR weg. Ja. Falls du mal irgendwann schlecht drauf bist, Oskar, kannst du dir noch mal den Chat nachträglich angucken. Ist viel Lob für dich drin. Dankeschön. Ja, da haben wir noch einen Frachter und dann darf mal langsam die Frankfurt kommen. Ich wäre jetzt soweit. BBC Brisbane, die ist eigentlich ziemlich oft hier für Windkraftanlagen. Hier ist die Frage, ob du beruflich auch mal irgendwann was mit Schiffen machen möchtest. Ja, so ist der Plan. Ich habe überlegt, vielleicht in Richtung Lotsen. Das war so immer mein erster Gedanke. Dann habe ich immer ein paar Themen auf dem Schlepper gemacht, bei Fairplay. Das ist schon alles ziemlich interessant. Jetzt bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, was ich da. Ja, aber du musst dich doch nicht mache. auf eins festlegen. Du, Nee. Also Lotse kannst du doch später immer noch machen. Kannst Ja. du auch erstmal irgendwas anderes, ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, ich denke, ich mache erstmal mein Abi und dann Schiffsmechaniker. Ich denke mal bei Fairplay, das bietet sich ja an. Du weißt ja, ne, an wen du dich wenden musst. Die lässt sich aber echt Zeit, die Frankfurter Main. Ne? ...2,4 Knoten fährt sie. Und hinter der BBC Brisbane müsste auch jeden Moment das Minensucherschiff aus Litauen zu erkennen sein. Naja, da kommt es, man sieht's. Das sieht ein bisschen neuer aus. Ja, im Hintergrund kommt dann die litauische. War auch ein Minensucher, oder? Ich denke. Im Zweifelsfall heute alles, was kleiner ist, Minensucher. Ja, das meiste, was hier rausgefahren ist, war ein Minensucher. Ja, aber ich glaube, der ist nicht aufgekauft. Der sieht ein bisschen zu neu dafür aus. Die haben meistens die alten Schiffe aufgekauft. Kein ehemaliger Norweger. Ja, Windkraftanlagen geladen. Und wenn der raus ist, muss man gucken, ob der.
Ja, da hinten sieht man die Peter Pan. Ja, jetzt kommt die Sonne gleich wieder durch hier. Es schreibt jemand, der ist auch zugekauft, allerdings aus Dänemark. Oh. Tja. Ja, Rea, so lange live am Stück, das bin ich auch nicht gewohnt. Schon 4 Stunden. Das ist eigentlich das Fachgebiet von Thomas Fluggesellschaft. Kein Stream unter 6 Stunden. Sister Mary, ja, Oscar darf gerne wiederkommen. Sehr, sehr gerne. Aber er wohnt halt hier in der Gegend und ist ja auch nicht so mit mal eben gerade nach Hamburg. Und ich bin jetzt auch nicht so oft hier. Aber ich denke, wenn ich mal wieder hier bin oder sich das ergibt, warum nicht? Also jederzeit gerne wieder. Das ist nach Harnosand in Schweden, die BBC Brisbane. Die Brisbane, ne? Ja, die. Ja. So. Kannst du erkennen, was der für eine Kennung hat? Sekunde, das ist P12. So, P12. Schauen hier. Da haben wir es doch. Ne, ist kein Minensuchboot, ist ein Patrouillenboot. Oh. Die LNS Zukas, Kennnummer P12.
36 Meter lang, 6 Meter breit, 1,8 Meter in der Tiefe. Geschwindigkeit bis zu 30 Knoten, 20 Mann Besatzung und ist bewaffnet mit 3 Maschinengewehren. Achso, ich habe es mir auch aufgeschrieben, aus der dänischen Marine aufgekauft. Ist für Küstenschutz, Patrouillen und auch zum Fischereischutz da. Also nicht direkt im Krieg einsetzbar. Litauen. Ja, das war schon ein bisschen neu, ja. Ja, ein Hauptgeschütz und 3 Maschinengewehre hat er. Ach, man sieht die Frankfurter hinten schon. Und 4 Soldaten stehen auch vorne dran. Sieht man da hinten schon. So, wo sehen wir denn die Frankfurt? Oh, ich glaube, die kommt als nächstes um die Ecke. Die sieht man da schon. Da kommt sie, die Frankfurt. Seit einer halben Ewigkeit kommt der Lotse auch mal wieder rein, der war die ganze Zeit draußen. Er musste wahrscheinlich überall einsammeln. Ja, aber er muss eigentlich gleich von der BBC Brisbane wieder einen abholen. Aber wahrscheinlich sind da jetzt schon ein paar drauf, die muss er erstmal absetzen. Seit 1 Stunde 20 Minuten ist er jetzt draußen gewesen. Der Lotse? Ja. Krass. Das ist wirklich ordentlich. Gerade für Warnemünde. Die Lotsen werden ja relativ nah an der Küste eingesetzt bzw. wieder runtergenommen. Weil die großen Schiffe, die hier durchfahren, die kriegen ja sowieso alle einen Lotsen von Dänemark aus. Mhm. Die großen Tanker und so, weil die Ostsee ist jetzt nicht gerade tief. Da gibt es schon einige Untiefen, wo man aufpassen muss. Merkur 2 legt auch wieder ab.
Nächste Bestattung. Ja. Ja, ich denke mal, die Fähre wartet da hinten noch so lange. Muss sie ja. Ja, die Frankfurt ist schon echt groß. Ja. Stefan schreibt, größtes deutsches Marineschiff. Wahnsinn. Ist ja kein direktes Kriegsschiff, aber von der Marine das größte. Das dürfte ja noch das letzte gewesen sein. Es sei denn, es taucht wieder auf dem Nichts noch irgendwas aus Litauen auf. Irgendwo steckt noch einer aus Litauen. Irgendwo haben wir noch einen. Ich muss allerdings einmal schnell Mikros wechseln. Ja. Moment. So, ich wechsle mal kurz Mikros. So, jetzt müssten wir wieder da sein. Oh ja, es sind einige Lotsen an Bord. Da Oh sitzen ja. ein paar. Ist voll. Betriebsausflug. Man kommt aber dicht hier ran. Lässt ihn schon hier vorne raus. Oh Gott, das sind einige. Einmal die komplette Lotsenbrüderschaft. 5 Stück. Ja, und er dreht auch gleich wieder, dass er wieder raus kann. So, noch ein paar Infos hier raus. Frankfurt am Main. Unter der Kennnummer A1412. Das ist ein deutscher Einsatzgruppenversorger, kurz EGV. 274 Meter lang, 24 Meter breit und 7,80 Meter in der Tiefe. Die Maximalgeschwindigkeit sind 20 Knoten, 160 Besatzungsmitglieder und das Baujahr ist 2002. Sie ist bewaffnet mit 4 MLGs, 2 Nahbereichsabwehrsystemen und ist vorrangig aber kein Kriegsschiff. Es ist das größte Schiff der deutschen Marine und ist für den Transport von Treibstoff, Munition, Proviant, Wasser und Ersatzteile zuständig. Es hat auch ein Landedeck für bis zu 2 Hubschrauber. MacGyver. Ja, deshalb haben ja die Lotsen, deshalb waren da ja so viele an Bord, weil die Marineschiffe jetzt auch alle Lotsen hatten. Also natürlich brauchen die ja auch einen Lotsen. Und deshalb haben die so viele hier. Das ist genau das Fahrgastschiff hier Einsatz. vor. Das ist genau das Fahrgastschiff jetzt leider hier vor.
Und die großen Tankschläuche, die von dem Gerüst runterhängen. Ja, ja, Wahnsinn, was da an Aufbauten drauf ist. Ja, der ist ganz schön vollgepackt. Wahrscheinlich versorgt der die 9000 Soldaten, die bei an der Übung beteiligt sind. Schwimmendes Warenhaus. Ja, das ist wirklich ein Riesending. Ja, Mann. Ja, vorne auch Stellplätze für Container, großer Kran noch drauf. Ja. Da ist dann, wo sie immer. Das sind die Tankschläuche, Sprit genau. Ja, ja. Zu beiden Seiten. Das ist auch immer ein beeindruckendes Manöver, wenn sie Ja. bevor sie tanken. Ja. Da hinten sieht man nochmal das Hangartor, aber das ist nicht für Kampfhubschrauber, sondern so für, da fehlt mir jetzt der Fachbegriff, für diese großen Transporthubschrauber von der Ja, Marine. Transporthubschrauber. Manche fliegen sie ja auch rüber. Ne? Ja, das ist ein großer Kran. Wie viele hat die Marine davon? Ich glaube 2. Die hat auf jeden Fall noch ein Schwesternschiff, aber Jasmin, Dankeschön. 2 Schweizer Franken. Jo. Auch nochmal ein schönes Schiff. Interessant mit den ganzen Aufbauten. ja. Das würde ich gerne mal besichtigen. Brauchen wahrscheinlich ewig, um das alles anzugucken. Ja, ja. 3, sagt er, die muss 3, okay. in Bonn zurückgefallen. Gut, dass wir nicht weggelaufen sind. Ja, jetzt kommt die Sonne hier nochmal schön raus. Herrlich, ja. Nochmal eine interessante Frage. Warum haben Marineschiffe eigentlich diese Farbe? Ja, das ist einfach, guckt eine an den Tarnfarbe, Horizont, ne? guckt hinten an den Horizont, wenn da ein paar Wolken sind. Es ist reine Tarnung. Ne? Ja, als der US-Zerstörer eingelaufen ist am Montag, hat ziemlich geregnet. Und wenn man nach hinten in den Hafen guckt, man hat zwar noch die Schiffe gesehen, aber der war weg. War weg, ne? Den konnte man gar nicht mehr Ja. erkennen. Und jetzt in der Sonne erkennt man den ganz gut, aber ihr seht schon, im Grunde genommen ist es grauer Adler vor grauem Hintergrund. Ja. Aber von denen bauen sie ja gerade die neuen. Ich glaube auch 3 Stück. Ein Rohbau ist ja schon nach Emshaven, glaube ich. Nee, Emshaven ist Niederlande. Ich kann nicht mehr genau, wie der Hafen heißt, wo sie es hingeschleppt haben. Und den anderen, der liegt noch beim Marinearsenal, den bauen sie hier. Okay. Ja, Mensch. Ist die Frankfurt auch durch? Ja, von den großen 5 waren das jetzt alle. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. North Casio schreibt, Kieler Woche ist OpenShip. Ja, da ist sie dabei. Okay. Da ist sie dabei. Danke dir jetzt. Auch danke für die 2 Euro. Und Kreativ Andi schickt auch nochmal ein Dankeschön. Danke dir für 17 Monate. Wird Ja, wahrscheinlich dann Mensch, der Teufel los sein. Das war doch ein cooler Stream. Jetzt kann ich hier aber die Kamera nochmal umdrehen. Wollen wir noch einmal Tschüss sagen? Jo, komm mal. Traust dich mit vor die Kamera oder? Ja, ne? Ja, so, damit ihr den Oscar auch mal seht. Moin. Wir haben jetzt leider ein bisschen Gegenlicht, also nur so eine Silhouette, beziehungsweise kommt von der Seite das Licht.
Ja, ihr Lieben, hey, das war doch mal echt ein Stream der anderen Art. Waren wirklich super interessante Schiffe, fand ich. Ja, ich fand es auch gar nicht so schlimm, dass ein bisschen Zeit war. Hier zum Beispiel die Hat man Parade. schön Zeit gehabt, dass man auf alle sich fokussieren konnte. Bei der Parade am Hafengeburtstag, da hatte Ben auch eine Liste vorbereitet. Das ging gar nicht. Ja. Konnte er gar nicht zu jedem Schiff was sagen. Von daher war das eigentlich ganz cool. Ne? Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Also wir hatten, glaube ich, in der Spitze hatten wir wieder richtig viele Zuschauer. Also scheint doch einige zu interessieren. Also echt mal ein dickes Dankeschön, vor allem auch für die ganzen Zusatzinfos, die ihr wieder im Chat rausgehauen habt. Der ganz besondere Dank geht natürlich heute an Oskar. Danke, Also wirklich, danke. nee, ohne Scheiß. Das war jetzt so ein Gewinn. Die ganzen Infos, die du vorbereitet hattest, also das war wirklich, glaube ich, jetzt heute das i-Tüpfelchen hier. Danke. Also the Oscar goes to Oscar. Darum nochmal die Bitte, schaut gerne bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei, Cruisefire08. Und lasst da gerne ein Abo da und unterstützt damit einen jungen Schiffsverrückten bei seinem noch Hobby, was vielleicht irgendwann dann ja mal zum Beruf Ja, wird. das hoffe ich. Dickes Dankeschön auch an alle Kanalunterstützer. Danke für die Spenden und Mitgliedschaften, für die Subs und Bits und natürlich auch wie immer an unsere lieben Moderatoren, die sich hier wieder die Zeit mit uns um die Ohren geschlagen haben. Ich weiß gar nicht genau, wer alles da war. Ein paar waren da, aber die Uhrzeit ist natürlich auch für die Moderatoren teilweise nicht so einfach. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Hamburg Hafen Live. Over and out.